Ich denke, potenziell hast du dafür weniger Verwendung. Das ist das Ding. Ähm. Okay, hier. Warte mal, wo hast du das denn jetzt geschickt? So, dann hier, machen wir mal Twitter an. So, da ist es doch. Oder hast du es auf Discord? Ah, hier. Hier, das ist aber schicke Mittelalterkleidung auch. Da gehen wir vermutlich am 6.12.? Ne, am 7.12. Ne, Quatsch, doch am 6.12. Glaube ich, ist da in Dortmund ein Mittelaltermarkt, auf dem ich dann auch umherlaufe. Achso, ich dachte, du hast jetzt hier auf Twitter gemeint. So, was? Okay, dann. Du hast Bilder hier reingeworfen. Das ist gut. Hier auf Twitter habe ich. Stimmt, ja, das war vom 1. November. Heute ist nicht der 1. November. Super witzig. Easy, ich glaube, wenn ich das probiere, obwohl ich kann es mit euch mit Gurken und Bananen zeigen, das würde gehen. Aber auch, weil, nee. Oh, hey, wie gut es auf dem Logo, das Spacer's Choice Logo steht halt hier auf dieser Rüstung drauf, das finde ich cool. Das ist total gut, dass wir einmal jetzt gerade mal unsere Außenperspektive sehen. Mich wundert, dass auch wie hinten auf diesem Arschwimpel, ich habe keine Ahnung, das sieht ein bisschen aus wie so ein Nummernschild beim Motorrad. Dass wir da kein Spacer's Choice oder Spacer's Choice saves your butt so draufstehen haben. Und Servus Gamehabler. So, aber ja, easy, du hast recht. In jede Seite kommt ein Penis rein und dann halt in der Mitte an dieses Ventil machst du eine Pumpe dran und machst so pup, 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 pup. Und genau, dann hast du eine Penispumpe für 2 Leute an 2 Enden. So. Genau, auf jeden Fall super witzig. Achso, stimmt ja, wir wollten hier noch das Scharfschützengewehr klauen. Guckt hier gerade wer zu? Nein. Easy does it. Hat niemand was gesehen. Du hast auch nichts gesehen. So. Jetzt machen wir noch. Oh, hier ist auch nochmal so ein Ding. Cool. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass meine Kollegen dann hier die Tür aufmachen, während ich gerade Dinge klau. Ja, Wehrmax zum Beispiel. Mach mal die Türe zu, es zieht hier. So, und dann gehen wir hier mal nach hinten. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Nein, habe ich nicht mit dem Chef ausprobiert. Dafür werde ich nicht bezahlt. Was ernsthaft, das Scheißviech hat das überlebt. So. Da habe ich was passend für den. Oh, okay. Dann schau ich mal. Also wenn er dir 10 Euro anbietet. Nein, easy.
Nein, 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 das fangen wir nicht an. Außerdem würde ich mich dafür dann doch besser bezahlen lassen, glaube ich. Für not safe for work shit, definitely. Oh, nein, nicht da rein tun. Da gehört kein Penis rein, nein. Und hallo Peter, das ist auch ein schöner Satz. Kommt erstmal in den Kanal rein und der erste Satz, den du hörst, so, nein, da kommt kein Penis, da soll kein Penis rein. Achso, warte, Schwengelpumpe. Achso, okay, das ist die Beschriftung. Ich habe die ganz übersehen. Das Ding heißt wirklich Schwengelpumpe? Ja, genau, Peter, falls du dich wunderst, was zur Hölle hier gerade abgeht, schau mal in Discord, in den Not Safe for Work Channel, da ist eine Schwengelpumpe zu sehen. Anybody? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hm. I was wondering what they do with their waste. I guess they just down here. Where's it all go? Nicht im Deko. Ach, weiß gar nicht, was du hast. How about I stay up top? You know, keep watch. Okay? Oh, sie hat Angst vor Leitern. Darüber müssen wir echt mal noch reden. Das ist ein bisschen unpraktisch, wenn sie Angst vor Leitern hat. Nightingale Star. Okay. Bolter Pistol. Steve Door. Examine. Crumpled instructions. Frankie got a lead on some local savage. One of the groundbreakers or hangers was breaked over until someone found it by poking around Steve Door's quarters. Lilia gave us the go-ahead to plant her flag once we clear out the new arrivals. I'm sending you to scout. Look for a loose panel. You got to climb on top of their bunks and head towards the bank wall. Lilia says we should watch our backs. She thinks we're being tailed. In other words, typical Lilia. Okay. Okay. Ach, die Verwechslungsgefahr, immer witzig. Huch, warte. Ach, das ist jetzt doch jetzt getraut runter. Müssen wir mal kurz mit dir reden. Are we gonna get in trouble today? Not that I want to. Just seems to happen around you. That's all. Jetzt mir ist auch noch zuschieben. Das ist ja ganz fies. An mich. Und leider keine Ahnung. Oh, warte mal. Dings, mir fällt noch ein. Easy. Mir fällt noch ein. Genau, das Ding ist, wir hatten ja mal drüber gesprochen, über dieses VIP-Ding. Und ich habe seitdem so ein bisschen überlegt, aber ich kam halt auch nie so wirklich dazu, nochmal weiter drüber nachzudenken. Das finde ich ein bisschen blöd. Und eigentlich sollte ich aber auch schon mich drum kümmern, weil es sieht schon fies aus, wenn nur eine Person VIP ist. Ne? Also ich würde es jetzt einfach machen, indem ich Dorado einfach die VIP-Rolle wegnehme, bis ich mir gescheit mal Gedanken mache, wer alles das bekommt. Aber das ist halt auch irgendwie dumm. Und vor allem ist es eigentlich fies, dass er dann halt, also steht ja nämlich dran, wie lange er schon VIP ist. Das ist deswegen. Genau, deswegen würde ich das ungern tun. Aber die Frage ist, kann ich dann... Okay. Gamehabler, es tut mir leid, aber du kannst kein VIP sein, weil du bist Moderator. Wie bei Moderatoren können keine VIPs sein. Ja, das ist halt ziemlich, genau, das hatte ich halt überlegt, ne? Und jetzt ist es halt das Ding. Wen füge ich denn dann noch so hinzu? Weil genau, die meisten Leute, die ich direkt mal so auch als VIP nehmen würde, sind halt dummerweise auch Moderatoren. Also gerade zum Beispiel Bison oder auch der Gami oder der Gamehabler. Das sind halt alles schon Mods und die können dann keine VIPs sein. Das ist voll dumm. Das ist total dumm.
So, es sieht halt komisch aus, weil es der einzige ist und schon sehr viel Donate. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Also deswegen will ich ja eigentlich auch, dass sich das ändert, dass es nicht nur eine Person ist, weil das sieht schon sehr dumm aus. Warte, mir fällt tatsächlich noch wer ein, den wir da noch hinzufügen könnte. Dann könnten wir mal hier hinzufügen. Und ich fände es ja cool, wenn die Leute, die man so als Dings, also Moderator oder VIP hinzufügen können, wenn die so danach sortiert sind, ob die deine Follower sind. Weil, wenn ich jetzt Dinge eingebe, dann kommen da ganz, ganz viele Leute, die ich nicht kenne. Und ich denke mir so, ja, muss ich jetzt wirklich den gesamten Namen eingeben, damit wir den Menschen finden? Das ist so ein bisschen. Ah, das ist doch total dumm. Ah ja. Genau. Wir könnten versuchen, mal einfach alle Regulars da einzutragen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ja. So. Also, weil wir haben insgesamt 60 Slots. Also rein prinzipiell haben wir eigentlich ganz schön viele. Na, das geht, es würde vermutlich gehen. Ja, doch. So. Ähm. Warte, ich hatte gerade noch einen Namen. Achso, genau. Äh. Hier. Na gut, dass ich jetzt mich total vertippt habe. Ja, ist halt wieder so ein Ding, wo ich mir denke, so, ja, come on, kannst du nicht die Leute nehmen, die bei mir rumgammeln? Äh. Ja, ich glaube, ich muss einfach mal durch meine Follower durchschauen, wer da alles... Achso, warte mal, sehe ich überhaupt noch meine Follower? Kann ich überhaupt noch meine Follower sehen? Ich glaube, haben die das nicht abgeschaltet? Das ist ein Dummsinn. Das ist im Dashboard unter Roles zu finden. Ah, okay, dann hast du mir da gerade das Ding hier getriggert. Warte. Ja, weil gerade hat ja hier so eine Steam-Nachricht getutet. Warte mal, dann kann ich doch mal kurz reinschauen. So, was ist es denn? Was ist das denn? So. Easy, easy. Das wäre auch ein gutes Sub-Emote. Ja, das passt ganz gut. Also ich finde ja immer noch, ich finde ja auch mein Sub-Emote von der, mit der Red Panda Dame ziemlich gut. Mit dem Halsband. So. Ach ja, Followers. Ja, aber da muss jetzt alles scrollen, ne? Das ist ja dumm. Ja, okay. Okay, machen wir es einfach so. Ich habe jetzt ein paar Leute eingetragen. Damit ist es nicht nur eine Person. Es ist jetzt noch nicht längst nicht alle Personen, die da reingehören, aber ich lasse mal dieses Browserfenster offen und dann werde ich mal danach mal mich daran machen. Aber ja. So. Oh, welche Emotes verschalten? Are we going to head back? Oh, no, don't head back. We'll talk later. Ich dachte, du wolltest was sagen wegen der... Ich dachte, wir hätten sie jetzt ansprechen können auf ihre Höhenangst. Das fände ich cool. So, und jetzt macht die Tür auf und plötzlich steht irgendwie ein Rudel Menschen vor mir, die mich umbringen wollen. Hä? Nee, hä? Hä? Das ist ein ganz normaler Raum. Weird. Ah, okay. Ja, ja. Genau. Ach so, meinst du das mit dem Freischalten? Ich war kurz irritiert. Alle mitnehmen, alle mitnehmen.
Okay, Raucherpause. Ach nett, wir haben jetzt hier so tatsächlich so ein kleines Jump-Puzzle. Warte, dann schaue ich mal kurz noch hier rein. Was sind hier die Räume? Mantipiller. Here we go. Don't mess with us. Guck mal, der winkt. Oh, jetzt winkt er nicht mehr. Gerade eben hat er noch gewunken. Engineer. Vera says the Lost Hope's plumbing is acting up again. Take a gander at the usual spot. While you're there, someone locked their key behind the door. It's a locked one. Once you're ready for a challenge, come back and we'll discuss the radio for the 100th time. JT. Oh. Hier sterben echt viele Leute. Das ist nicht gut. Achso, hier, das hätte ich explodieren lassen können. Mantipiller. Mantoplasma gland. Plasma infused. Blabla gland. Understood. I'll keep my head down. Und hier waren diese scheiß Viecher. Okay. Übel. Ah, gut. Genau, eine Frage. Sunli, wie einfach ist es dann, alle Emotes freizuschalten nur mit Kanalpunkten? Wie einfach ist das dann? Ist das sehr einfach oder ist es so ein, man muss schon wirklich den gesamten Stream dann da sein, oder? Und vor allem hast du dann auch genügend Punkte, das an Tagen zu machen, wo ich nicht streame? Weil genau, ich würde noch gerne wissen, wie das mit dem Balancing ist, ob das mit den Punkten hinhaut oder nicht. Hallo Taylor. Thank you, stranger. Oh. Shit, ain't that a relief? Oh, come on. Du hast jetzt ernsthaft nicht dahin die echt in die Hosen gemacht. Mhm. Ja, ich würde auch wegschauen, Taylor. You have no idea how good the air on Groundbreaker smells until you've been trapped in a tiny bathroom with an overflowing toilet. Thanks again, friend. So, what happened? What usually happens on this partially pressurized rust bucket? Something broke. Well, actually two things broke. First, the damn toilet overflowed. When I came to clean that up, the damn door decided to close and lock on me. Okay, das Problem ist halt, genau, 450 kostet den Emote deiner Wahl. Ich habe jetzt gerade 1200 Punkte, aber gibt ja immer so kleine Bonustruhen. Achso, stimmt ja, die Bonustruhen, hätte ich ganz vergessen. Hat eben 1200 aus dem letzten Stream noch, wo ich auch alle freigeschaltet hat und mich sogar noch mit dem Random-Punkt. Achso, genau, da hattest du. Ja, also ich kann tatsächlich regulieren, wie viel die kosten. Also ich kann die teurer und günstiger machen. Glaube ich. Genau, also das kann ich durchaus einstellen. Und ich kann auch, also ich kann ja auch so Sachen wie Nachricht hervorheben, zum Beispiel. Und hallo Monster Reaper. Wie geht's denn? Schön, dass du da bist. Okay. Ja gut, dann zu legen. Genau, also da gerne auch ein bisschen Feedback geben, wenn ihr irgendwie meint so, ja, das ist irgendwie günstiger, teurer oder so, dann gerne, da freue ich mich auf jeden Fall. Freut mich, dass es dir gut geht. Mir geht es nämlich auch ganz wunderbar. Ich bin heute ein bisschen zu spät zum Stream da gewesen, aber es hat auch einen wunderbaren Grund. Ich war noch kurz, also was heißt kurz, ich war heute bei meiner Mutter, also bin zu den Eltern nach Hause gefahren. Leider den Vater verpasst, aber genau, wir haben dort halt Nudeln selbst gemacht. Also das ist nämlich so eine der Spezialitäten meiner Mutter. Nudeln, also ihre Nudeln sind sehr, sehr toll. Machen den Teig selber und dann habe ich den Teig halt gewalzt und dann halt zu Nudeln verschnitten. Also mit so dieser Nudelmaschine, die man mit dieser Kurbel. Oh, das ist sehr lecker. Was ist denn in der Prime-Truhe drin, by the way? Ach ja, stimmt. By the way, wir können noch, was mir gerade wieder eingefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das braucht. Wir können mal diese Giftbox machen, die im Chat dann aktiv ist. Ich weiß gar nicht, ob die. Es sind irgendwie Dinge für Rainbow Six Siege drin, glaube ich dann. Die kann man. Also ich mache das mal an.
Und wenn, ich weiß gar nicht, was es euch bringt. Ich habe nämlich gar nicht mal reingelesen, muss ich zugeben. Ich habe irgendwie in letzter Zeit viel zu viel zu tun gehabt, um dann mal mich gescheit zu informieren, was es denn euch bringt oder ob das was für mich sein soll. Genau, also falls ihr... Achso, warte mal. Die... Ach, die meinst du? Die. Ich dachte, ihr meint eine andere Truhe. Jetzt. Weil ich habe gerade erst gelesen, dass dass es ja auch Twitch Prime ist. So, warte. Ach, jetzt. Ja, jetzt ist mein Chat weg. Jetzt ist der komplett verdeckt. Ich sehe, was du meintest. So. Okay. Ja gut, ich kann die auch wieder zumachen, dann sollte das auch weg sein, oder? Wenn ich die jetzt Stop collecting gifts. Und dann ist die Kiste wieder weg. Genau, so, wunderbar. Okay, dann können wir wieder den Chat auch nutzen. So, okay. So. Die beiden haben doch gerade gesagt, dass sie es nicht mögen. Okay. Wofür ist denn die Truhe? Ja, genau, also ich sehe es auch schon selber. Ich habe das gerade nur. Ich wusste gerade nicht, dass du diese Truhe meinst mit Prime-Truhe, weil bei mir steht einfach nur irgendwas blabla Chest dran. Was steht denn da drin? Genau, the Gift Chest, also die Geschenktruhe. Und das hatte ich dann jetzt nicht instant mit Prime verbunden. So. Okay. Und dann Leute, die kein Prime haben, aber gerne die Prime-Dinge haben wollen, die können dann. Aha, okay. Ach so, warte. Nee, achso, nee, ich habe jetzt gestoppt. Ach so, war vielleicht nicht, weil nichts drin war. Das heißt, wir hätten was reintun müssen, dann können wir. Okay. Ja, vielleicht machen wir es dann einfach. Was ist denn das für eine. Was ist. Wie hast du das denn modified? Oder ist dieses underscore SG. Hä? Ach, ist das ein. Ist es auch über diese Kanalpunkte? Mit 900 Kanalpunkten. Wie macht man das? Sind das dann vorgegebene Dinge, die man da dann draufhauen kann, oder? Und vor allem ist jetzt die Frage, ist das jetzt bei allen so? Wenn alle jetzt hier dieses Girun Shrug verwenden? Okay. Nee. Genau. Okay. Okay. Aber die mit der Sonnenbrille hat auch schon was, so mit so. Don't care, Mann. Geh doch weg. Okay, eigentlich hätte sie dann nicht diese tiefe Stimme, weil sie ist ja eine Dame. Eine Panda-Bären-Dame. Ah, ja. Genau, ach ja, Dings Reaper, eine Frage. Ist Reaper erstens okay als Abkürzung und zweitens, hast du selber schon hier die Outer Worlds gespielt? How long were you in here? Time stood still. I was aware of nothing but the smell. Ugh, could have been days. Ah, shit. That means I haven't clocked out in days. Song is gonna have my ass for wage theft. Ja, das ist natürlich fail. Also wenn man das halt selber platzieren könnte, dann wäre das schon besser gewesen. So, I did you a favor. What are you going to do for me? You're gonna shake me down after I was trapped in a shit-covered bathroom? Is that how it is? I can always lock the door again. Let's make sure people know I helped you out. That all? Of course. Everyone on the ship's gonna hear about this. Hell, it's the only chance I've got to keep my job. Ja. Und jetzt geh duschen, Junge. Ah. Ich will nicht wirklich reingehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Tür schließt.
Okay, ja, er hat eigentlich Glück gehabt, weil wenn er draußen gewesen wäre, wäre ihm das auch das gleiche Schicksal wie seinen zwei Kollegen hier passiert. Die halt gefuttert wurden. Das ist nicht so cool gewesen für die. Okay. Dann macht ihr mal einen Kaffee easy und lass nicht schmecken. Achso, warte mal. Wo ist es dann? Wofür dieser Außengang dahin? Achso, führt er hier hin? Achso, ist ja langweilig. Okay. So, und an diesem Ende ist Ende mit irgendwo hin. Warte mal, speichern wir kurz. So. Treppe in schnell. Oh, wieder ein Lagerraum. Praktisch. Lülülülülü, lülülü. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir klauen erstmal alles leer und dann schauen wir. Dann notieren wir uns. Ach nein, scheiße. Dang it. Ich will doch meine XP-Punkte bekommen. Ah, okay, aber wir haben 5 Punkte zu wenig für den Hacken. Das ist ja scheiße. Warte mal, habe ich nicht gerade irgendwas an, was bei mir Hacken auf -5 macht oder so? Genau. Wir können einfach das hier anziehen. Und dann ist es gar kein Problem mehr. Einfach mal andere Kleidung tragen. Deft hands, Cap. Und dann ist es gar kein Problem mehr. Vor allem 900 XP, das ist schon okay. Das kann man schon ganz gut gebrauchen. Alles klauen. Noch mehr taktische Schrotflinten. Okay. Ich glaube, damit haben wir alles. Was haben wir denn hier überhaupt? Ach, hier sind wir. Ach. Das war der Raum. Ah, ich will noch dieses Poster hier klauen da hinten. Das irgendwie machen, müssen wir das machen. Eventuell machen wir das Ganze einfach am Ende, wenn wir dann nichts mehr auf der Groundbreaker machen müssen oder zumindest mal das haben, was wir wollten. Und dann so, hey, was machen Sie da so? Nichts. Ich habe nichts getan. Aber Sie haben dieses Poster geklaut. Nein, ich habe nichts getan. Okay, dann gehen Sie mal weiter. Offensichtlich haben Sie nichts getan. Darum sagen Sie, Sie haben nichts getan. Sie würden mich doch nicht anlügen. Nein, 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 niemals. Okay. Sehr schön. Oh, ich habe einen Flammenwerfer. I has a Flammenwerfer. I'm a happy. I'm a happy person. I has a Flammenwerfer. What does it do? Well, it werfs Flammen. Es macht schon mal geile Geräusche. Wir müssen das jetzt auch mal kurz mal testen. Sorry, Kinders, hier unten. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Oh, bösartig. Ich mag das Teil. Ach ja, das war übrigens Udon Bedford. Jetzt wissen wir aber wenigstens, wo er ist. Es ist gar nicht mal so schwer, ihn zu finden und außerdem umzubringen.
Aber das ist ein nices Teil. Es macht mich glücklich. Okay, du, ich scheiß auf taktische Schrotflinte. Du wirst jetzt hier aufgenommen in. So. Genau, dann machen wir hier Scrap. Ist die Frage, machen wir. Oh, was? Das hat nur 46 DPS, ja dann definitely execute. Stagger. Tauschen. Heavy Machine Gun. Heavy Machine Gun. Ist okay. Ich habe immer noch diesen Nade Launcher. Und dieses Spacer's Choice All Reliable. Ich glaube, das hier scrappen wir halt auch mal. Und ja, auch die taktische Schrotflinte brauche ich nicht so wirklich, ne? Wir lassen aber noch trotzdem mal da. Braucht halt ein bisschen Platz. Aber also irgendwas wollte ich doch noch Witziges tun. Genau, eigentlich eigentlich könnten wir hier dem VK hier diese Heavy Machine Gun auch in die Hand drücken. Ist bestimmt auch witzig. Warte mal. Ich will das erstmal, keine Ahnung, packen wir es mal auf die 3. Ich will es einfach mal sehen. Speichern mal kurz. Was denn da so abgeht. Oh, wir sind auch super langsam damit. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. I like this. I like this. Die Heavy Machine Gun ist auch witzig. Ja, die kann auch witzige Dinge tun. Ja, so. Ich glaube, ich muss bei meiner Webcam einfach mal oben auch. Ja, ich merke gerade, dass ich nämlich. Ups. Okay, quiet. Auf der falschen Tastatur. So. Gut. Genau, jetzt werde ich nämlich hier oben nicht so abgeschnitten. Weil ich hatte die Kamera beim letzten Mal verrückt, weil ich ständig in diesem Ding hier drin hing, aber auch gleichzeitig hier oben abgeschnitten wird und ich das nicht gut fand. Und jetzt habe ich es einfach gefixt, indem ich einfach mir oben mehr Platz gemacht habe. Jetzt hänge ich nicht mehr ständig in meiner eigenen Dauerwerbesendung drin, was ich sehr, sehr gut finde. Weil das ist ja blöd, wenn ihr mich nur so halb seht. Immer so mit einem, so hier mit dem, wir können ja, wie der Nachbar bei Hör mal, wer da hämmert. Oh, hey Gott, da sind. Achso, nein, wir sind nicht langsam, weil das Ding so eine schwere Waffe ist, sondern weil wir einfach überbelastet sind. Genau, so, wo waren wir jetzt dann noch nicht? Ich glaube, wir waren jetzt aber überall. Können wir eigentlich wieder zurückgehen? Hier, 60er Magazin, wieder auffüllen. Blub. Ist schon ein hässliches Geräusch, muss man sagen. So, dann gehen wir mal hier wieder zu dem Spacer's Choice Laden. Ne, nicht zum Spacer's Choice Laden. Hier zu Bell Everson. You know that sound when you've snapped on an injector clip? That's how you know your weapon loves you back. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. I'm not sure they're still there, but thanks for offering. What's the benefit of modifying my weapons? Why, it gets you the weapon best suited for your lifestyle. All the better for performing a little percussive maintenance. Self-improvement, including one's weapons, is always a worthy endeavor. Take your basic Deadeye assault rifle. Perfectly serviceable. But what if you like finesse? Slap a scope and silencer on that bad boy. Bunker down in a bush someplace and pop off heads. What if you like getting in close and making a lot of noise? Extended ammo magazine and a barrel heatsink to bump up rate of fire. Hört sich gut an. Okay, bis gleich. Does modifying a weapon void the warranty? A what? Sorry, hon. Here at Bell's Shells, we just don't discuss impolite topics, and WARRANTIES tops the list.
How to attach a modification. If I change my mind, can I take a mod off or replace it? No and yes. When you install something, it pops in there real nice, but if you want to replace it, the originals tend to snap like plastic toys. Ist ja unpraktisch. Wir können Right auf- here for a start. I got a fair selection. Modified weapons are my specialty. Only takes a bit of elbow grease and a spot of engineering know-how. Most ships have a workbench near the cargo hold. Ours is in engineering. You could take your new toys over there if you feel like tinkering. Okay. Vielen Dank. So, what can I get you? Erstmal verkaufe ich dir meinen ganzen Scheiß, den ich irgendwo wieder her habe. Keine Ahnung. Weg damit. So. Und dann... ich komme hier, die Light Pistol, die brauche ich auch nicht. Grenade Launcher. Na, ich behalte ihn mal noch, weil ich fände ihn eigentlich ganz praktisch. Wir haben viel zu viele von diesen scheiß Dingern. Komm, mach damit weg. Ich finde es interessant, dass es total egal ist, ob man die Dinge legal erworben hat oder auch nicht. Scheint jedenfalls egal zu sein, weil ich glaube, ich habe den Großteil davon geklaut und ich kann es trotzdem Menschen hier verkaufen. Aber ist es Profit darin, darum ist das vermutlich egal. Und easy, dir viel Spaß beim selber zocken. Was gibt's denn heute bei dir? Was hast du denn ausgesucht, Nettes? So, Fresh from Frozen, Cold Pressed Pepper, Berry Juice. Pff. Weg damit. Spectrum Wodka behalten wir mal. Vielleicht können wir ihn irgendwie brauchen. Komm. Das ist die Jobs. Ich. Das ist tatsächlich praktisch. Diese harmful Status Effects, dass man die loswerden kann, falls mal wirklich notwendig wäre. So. Interstar Crew. Was ist das denn hier? Achso, jetzt sind wir wieder hier. Kotzt du? So, genau, hier haben wir viel schon gelabert. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir auch mal den Mensch... Also wir suchen eigentlich ein paar Menschen hier gerade. That. Oh, nett. So sieht es da aus außen. Medical Bay. Waren wir schon in Medical Bay? Ja, so, ja, in Medical Bay waren wir auch schon. Da sind wir reingeschlichen. Können wir mal kurz schauen, was die Leute eigentlich dazu sagen, wenn wir an dieses Terminal rangehen. Messages? To Captain Aaron. Where are my automechs? I need a status update, Aaron. I know you boasted about the cellar shortcut, but could you maybe venture through a pocket of space that isn't infested with pirates? You know, pirates, the ones who love cargo and hate rules. Here in Medbay, we've got blunt tools, watered down meds, long shifts and shaky hands. Don't let me down. Logs, staff shortage. I'm at my wit's end coordinating with any authorities outside of Cronebreaker. The board won't dispatch a surgeon unless Jinlei agrees to share a third of all docking revenue, and Spacer's Choice won't send supplies unless we make an exclusive deal to use their products. No, thank you. I've seen enough shoddy needles breaking off in patients' arms. Oh, das klingt nicht so gut. I need to chat with Jinlei about this, but she has problems of her own.
Some of us are growing concerned about the cost of Groundbreakers independence. Ah, das klingt nicht ganz so praktisch. Sollten auch mal mit ihr reden. Vielleicht können wir ja helfen. Genau, das hier ist Voice Disposal, ne? Da waren wir ja schon. Ich dachte, ich habe einen total coolen Ort gefunden, der total geheim ist. Was ist denn hier? Public notices regarding the food situation. To those of you who have raised concerns about the quality of Groundbreakers victuals, yes, I'm aware the promenade stings. Allow me to put the matter to rest. Our ancestors didn't rise from humble beginnings on a diet of spratwurst and borst. But that's the reality of life up there. Of here. If you can salt it, can it, or zip it up in a pouch, then we're not picky about calling it food. Spaces make do with what they have, and what we have is smelly meat, lots of salt, and 11 kinds of mustard, last time I count. Try and enjoy it. Ship impounded. This is a general notice about our impound policies. If the board's impounded your ship, take it up with the board. The embassy is the gaudy building opposite Sublights warehouse. Send them your questions, outstanding fees, and hate mail. Especially hate mail. If Groundbreaker impounded you, pay your damn fees and don't bother my people. Armadillo. Looking for work. Urgently looking for a new crew to sign up in. On with. I've been stuck in Halcyon for almost a year now. Don't know what's holding up my next posting. Never had to wait this long to get on another freighter. I plan to take one of the rare long hauls back to Earth, but I haven't been able to find any, and even the shorter skips to the inner world seems rarer than outer worlds routes these days. If anyone has any information about upcoming work, please post it here. Ja, hättest du mal deinen Namen dazu gepackt, dann wüsste ich auch, wen ich jetzt ansprechen müsste. Hey, so here's my story. My ship limped into Groundbreaker in a rough state. We couldn't make the repair fees, docking fees, refueling, or the fees for not being able to pay our fees. So I'm kind of stuck here now. Then they took my ship and sold it off as scrap. Now my credit is shot to hell, and corporate faithless won't hire me on. I'm hoping someone with a bunk to spare and place to go is feeling charitable. Thanks for listening. This notice has been posted 56 times in 632 days. Okay, der Junge oder das Mädel hat echt Probleme. Aber lass mal Admin Access herstellen. Reason. Welcome, Administrator. Sehr gut. Even though it's been 9 or 20 years since our last meet up on Groundbreaker, I was hoping we could get the old gang back together. I understand that things have changed. Some of us are long-range haulers, some of us have gone corporate, some of us are likely dead, and some of us are on Tartarus or not reading this message, but haven't lost hope. No one responded to my last invite. I hope that means your schedules are full up with family gatherings and job opportunities. Stay free, freelancers. Und wie Peter richtig sieht, wir können wieder in die Arena und zwar fighten. Fight. So, vom Iceman wieder. Hi all, so I just got off ice from a round trip to Dashkova, 2 years out, 2 years back. Imagine my surprise when we de-thawed and Groundbreaker comms told us our docking was gonna be delayed. 1 hour turned into 5, then days went by. In the end, we spent an entire goddamn week waiting for a berth on this law-fucked bolt bucket. And because we were kicking our heels all that time, not a one of us got paid. I don't know about you, but I got expenses. A family I don't see often, debt you wouldn't fucking believe. And even if I'm not working, I still gotta make my payments. Does this seem proper to you? Don't we conveyors have rights? We should do something about this. If you agree, leave a message here, and I'll respond when I get back from Genshan in 3 years. Iceman, out. Ja, super. Oh, this message is no longer accessible at your clearance level. Stop looking or else. Content's empty. Oh. Okay. Irgendwo ist doch bestimmt jetzt gleich ein Sniper, der uns umschießt. Oh, Peter hat gewonnen. Skandalös. Das finde ich nicht gut. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now or I'll detain you for trespassing. Oh, real scary. You're really gonna arrest us on our station? Yeah, this is Chief Junlei's ship. You don't own shit here. Step back. I'm required by board bylaws to use excessive force. The Mardettes would space you for trying, you
you waste of O2 scrubbers. Yeah, O2 scrubbers. Look, just get out of here before I tell your captain what you've been getting up to on the clock. Ah, whatever. We got a date at the Lost Hope anyway. Is this really what you want to be doing with your life, Marcy? Guarding stairs for that walking mustache Udon fucking Bedford? I gotta get off this detail. Das ist Marcy. Hallo Marcy. When's this shit bucket station going to repair its damn radiators? This armor doesn't breathe. Ah, okay. Das ist Marcy. Sie hat mit sich selber gesprochen. Huh? Hallo Marcy. Was hast du da für ein Gewehr? Das sieht interessant aus. Was hast du für ein Gewehr? Easy does it. Sieht am besten raus. Ah, okay. Oh, ihr duellt euch. Sehr nice. Aber Peter, dann schaff mal den Müll raus. Standard Schubarme. Es wäre so witzig, wenn er jetzt hier nackt stehen würde. Das wäre super witzig. Okay, Factory Stock Armor Plating. Plus 7 auf Sneak. Wie sieht der denn aus? Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Genau. Ja, eigentlich das hier ist ganz noch cooler. Aber ich bin ein bisschen irritiert, dass da Spacer's Choice draufsteht und nicht Aramid Ballistics. Reward offered for information leading. Can you see this man? Reward offered for information leading to the capture of foreign terrorist Union 12. Oh. Hallo, du bist Greasy. Hearty greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. May this unit dispense proteins for your ingestion. Aren't you just a glorified vending machine? This unit is programmed to simulate shock at such assertions. Shock simulation non-functional. A trouble ticket has been filed. Witzig. Take a look at that. Maybe I can fix it. Shock simulation restored. Initiating shocked subroutine. How dare you? Shocked subroutine complete. Estimated guilt level of customer increased by 35%. Resuming protein dispensation protocol. May this unit dispense proteins for your ingestion. Witzig. Beginning Mal dispensing eben. sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes. Super witzig. Ja. Skandalös. Hat der Peter nicht das Duell angenommen. Und ich dachte schon, come on, der macht das jetzt. Geh mal, oder? Ich glaube, wir haben einen Chicken in unserer Mitte. Kann das sein? Ein Chicken. Wir können da nicht rein. Schade. Was ist denn auch wieder mal dead? That was quick. Ja,
lasst euch mal nicht so lange raus, bitten, ey. Oh. Der ist tot. Übel. So, Anti-Cleo's Food Service Automatic Repair. Please follow all recommended safety protocols before maintaining or cleaning your unit. The ACSR F900 is equipped with anti-tampering subsystems which trigger self-defense mechanism in a food preparation apparatus. Self-defense supersedes any pacifistic function. Please also remember to activate and remove all slicing, dicing, blending, filleting, chopping, deboning, or tenderizing apparatus prior to opening any access panels. It is critical that a spray of blood obscures the rest of the manual. Ach, du bist so dumm, Junge. Zu dumm zum Leben anscheinend. Oh, was hier? Du willst jetzt hier mit Duell? Ja, okay, das kannst du haben. Das kannst du haben, hier. Nein! So, hier bitte. Hast du spät gesehen? Ja. Kann ich das überhaupt jemanden machen? Ich kann ihn nicht beklauen. Oh, ich glaube, hier ist heißer. Those XF411s? And an old Yakita 37? You think they'd let me peek at the power plant? Takes to defend your corporate township from the dangers of alien wildlife and the unemployed. Game over. Talk to your local manager about applying for military training and lend your life to protecting our wonderful brands and products. Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sub-level. Breaks military Could spend all day in here and not have looked at half the best stuff. It's all pretty worn now. Aber wenigstens Glück in der Liebe? Oder hast du da auch kein Glück? Junlei, du sollst eh nicht rauchen. Deswegen klaue ich dir jetzt deine Zigaretten. So, was ist denn die Daily Checklist? Radiator Temp, Plumbing Overflow, Life Support, Crew Morale, Scheduled Landings, Checklist Maintenance, Brush Teeth. You can do this, Jinlei. Oh, wie gut. Specifies, Back Bays. More complaints about the state of the bay. I already told my dads they're free to flush out McRae and his outlaws. They're so knotted up seeking warrants and paper justifications that they want someone else to solve all their problems off the record. Sorry boys, not my job. Promenade status. Morale has dipped 18% since Martin Callan showed up. Is that damn mask. Found another listening device in my office. Thing was the size of a toss ball with a record leading all the way back to his sublight. Subtle as always, Lilia. Could have sworn the automechanical chef arrived with the company tag. No record of the guy leaving the station. We'll have to look into it. Oh, there's the Typ der Todes. Spread infestation at the rest and go is getting out of hand. Ethel better not be ranching those critters again, or I swear by law I'll airlock her stall. Okay, messages. Oh, from Bedford. My dear lady, the implications of your accusations cause my breath to hitch in my throat. I'm certain that we can arrive at an agreeable understanding for what is a board liaison, if not a facilitator of handshakes between great powers, much like the board and yourself. When you do decide to return to the negotiations table, consider once again the embassy expansion plans I laid out. Gestures of good faith do not go unpaid. Signed, Udon Bedford, Certified Liaison.
Subject, obstructionist. The board rejected my request for new radiator parts. Again, even after I greased their wheels with some targeted donations. Funny thing, when I used my admin privileges to survey the outgoing comms, I noticed some activity from your office. You choose your words carefully, but I plucked a juicy phrase from the transcript. Let the frog boil a while longer, and now I have no radiator parts. You're playing with our lives. Did they install you on my ship just to get under my skin, or are you pulling this shit for fun? Ja, okay, die sind nicht glücklich miteinander. Hey. Du bist größer als ich. Vom Page verfolgt? Ah, Game Over. Irgendwann. So, warte mal, die Show erst nochmal wegschauen. Dann können wir hier reinkommen. Komm, schau weg. Ich will sie nicht ansprechen, weil das ist bestimmt, wenn ich sie anspreche, passieren Dinge. Wer hätte es gedacht? Yeah, huh? Oh, das wäre jetzt voll fies zu sagen. So, sie steht jetzt vor ihr hier. Das ist nicht pessimistisch, das ist ein Versprechen. Keine Sorge. Von mir braucht ihr keine lasziven Bilder in Badewäsche, Bademode. Nee, ich glaube, das ist nicht so ganz im Interesse, dass das irgendwer zu sehen braucht. Nicely done. Komm mal rein hier. Max, Beifuß. Max. Max. Hättest du auch mal so die Güte, uns mit deiner Anwesenheit zu beehren? Dankeschön. Alles weg. Und die Person so, hey, warst du etwa gerade in meinem Raum? Oh, was ist denn das? Inspiration plus 3. Das sieht doch bestimmt ziemlich bad aus. Ihr müsst euch mal vorstellen, hier Gott sei Dank abgeschaltet, dass man den Player Helmet sieht, aber das sieht irgendwie scary aus und irgendwie sehr, sehr, naja, wir blenden es mal aus. Also, hier, speichern jetzt und dann reden wir mal mit der Jinlei. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. I'm captain of the Unreliable, though my ship's a bit grounded at the moment. I heard we had someone in impound. Wish I could help. I gave the bureaucrats a motive authority over freight traffic, and it rankles them good when I challenge it. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Nö, es verschwinden nur ab und zu ein paar Dinge. I'll do whatever I can to help you keep the peace. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Wir können auch just passing. Once I get out of impound, I'm bound for Monarch. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different.
so welcome aboard. Shit. Schon. You don't have a lot of faith in a board. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. How do you keep the board at a safe distance? I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. Vielleicht gehen wir das rein. You've got my attention. What's it like being in command around here? Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. The ship's family business? Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gayan, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. Condolences, Chun-Li. Sure those were some big shoes to fill. Appreciate it. There wasn't much that took me by surprise about the job, but the little things you never expect or think about, they add up over time. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. So, where's the self-destructive here? Oh, aren't you a little young to be training a successor? You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Die Frage ist, warum sie keine Kinder hat, aber ja. Pavada here could always help you shoulder a burden. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. Where's the self-destruct mechanism? I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stin that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. Chic. Back to my other questions. You got my attention. I heard you're having a heat problem. What's going on? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Why haven't you fixed them yet? Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Surely the board doesn't want Groundbreaker to roast. They want us to sweat, thinking that'll soften me up for a bad faith deal. If you'll excuse me, they can go fuck themselves. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. You need a contractor to work this out. I'm available for a reasonable rate. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. But there's a catch, right? The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Have you tried sending out anyone else down there to get the parts? I have. One of my engineers, plus a small security detail. They didn't come back. I can't afford to lose any Mardits on this job. No offense, but a freelancer like you is more dispensable. None taken. Nice and pragmatic.
Thanks for understanding. So, can we try to talk this out with whoever is down there? Those idiots are immune to reason, and they don't much care if the station melts to pieces. They're content to die last. Das ist natürlich If you unpolitisch. could find some way to solve this without violence, I'd prefer that. But more than anything, we need those parts. Okay, das heißt, wir können das eventuell machen. Can't get these parts anywhere else? You must not have been here long. In Halcyon, new parts come by way of interstellar freighters from Earth, and the board monopolizes that kind of trade. That means I'd have to negotiate with the board. I've already given them the shops, the docking fees, and a damn embassy. The negotiations sound like a bureaucratic coup. Damn right. And while I'm captain of the Groundbreaker, it falls to me to preserve this ship's independence. Okay. Ja, wir werden ihr helfen. Das wird vermutlich auch wieder so eine Entscheidung wie am Anfang halt sein, wo wir uns dann für eine der beiden Fraktionen entscheiden müssen. I'll get you those parts from the back base. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Okay, wir können ja aber noch Sorry mal... about the heat. Here, drink up. No excuse for dehydration on my watch. Nice. Parvati, you wanted to talk to Jelly? Go ahead. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Komm, zunicken. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Parvati, don't be shy about requesting time off if you need to compare notes in person. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Ich weiß gerade gar nicht, ob dieses Geflüsterte, ob das ein sarkastisches oder nur ein ehrliches sein. Hast du gut gemacht. Wir hoffen mal, dass es ein ehrliches, hey, nice job. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Okay, es war ein Now, ehrliches. if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Yes, I know. I really like it, Kite. And the thing is, I kinda ship those two. Das wäre doch super cute. 2 Engineers. Sind auch grob gleich alt, glaube ich. Und, ja. Was glaubst du, wie die... Und vor allem, was super süß wären, wenn zum Geburtstag oder zum Jahrestag die Geschenke füreinander, es wäre dann vermutlich irgendein Engineer-Nerd-Kram, über den beide super hart geeken würden und ich fände es einfach nur cute as fuck. Das, definitely. Das wäre super süß. Also, ihr beiden habt meinen Segen, ihr Kinders. Solange ihr mich zur Hochzeit einladet. Ansonsten bin ich sauer. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following... Genau, das ist das Typische. Oder das ist, weil Parvati hat ja nichts, ne? Also die ist ja eigentlich owned by Corporation und ich habe sie jetzt quasi entführt und sie hat gesagt so, ja, eigentlich habe ich auch keinen Bock mehr auf Corporation, also lass uns mal abhauen. Sie hat ja kein Geld und dann schenkt sie ihr irgendwas hier, indem sie ihre langen Haare abschneidet und verkauft und die andere schenkt ihr einen Kamm und hat aber, keine Ahnung, das, was das passende Ding zu ihrem Geschenk ist, verkauft, sodass beide dann nichts mehr haben und dann nur noch das Gegenstück und einfach nur beide den Beweis haben, dass sich beide verdammt hart lieben. Das wäre super. Ich weiß, die Geschichte ist alt. Good law, the heat in here is so unbearable I can hardly even concentrate. Junlei better hurry up with those damn repairs already. Okay. Ne, hier kann ich nicht rüberspringen. Okay.
Nee, ist mir jetzt aber zu mühsam, da irgendwie die Dinge zu klauen. Oh, hier, cool. Workbench. Ich wollte ja eh ein bisschen an Dingen rumfrickeln. Was war nochmal? Das hier. Ne, genau, das ist voll. Dann könnten wir mal den Schaden erhöhen. Repair. Ja, komm, reparieren wir mal unsere Waffe. Und Breakdown fühle ich dann aber eigentlich gar nicht so. Nö, eigentlich nicht. Aber könnten wir hier. Oh, dann lass dir schmecken. Was auch immer du hast. Gute Nacht und schlaf. Also, vielleicht kommst du ja nachher wieder. Ansonsten, schlaf gut, träum was Schönes und bis irgendwann mal, ne? So. Genau, Modify. Ich wollte doch jetzt endlich mal an meine Rüstung, die hier, wollte ich doch mal Mods installieren. Und zwar kann ich hier 2 Gadgets, 4 Skillkits und 2 Utilities anscheinend ranbauen. Aber das ist ein bisschen, na egal. Gadget. Kinematic Shield. Okay. Das ist Skill Kit. Was ist das dann? Melee and Defense. Dialogue Skills und Leadership. Melee Weapon and Defense. Hunter Kit. Das wäre eigentlich okay. So. Weil die verwenden wir eh die ganze Zeit. Und das hier, das ist. Okay. Carrying Capacity. Ja, hört sich eigentlich auch ganz sinnvoll an. So, bauen wir das mal ein. Gut, dann haben wir das jetzt auch. Und. Ja, ne? Würde ich mal sagen. Habe ich da mal ein bisschen auf den Schaden angehoben. Damit wir hier bei irgendwie 100 irgendwas. Vermutlich ist das der Durchschnitt. Ja. Können wir. Ja, wir sind jetzt bei 100. Über 100 bei DPS, finde ich sehr gut. Weil wir es eh chargen und dann machen wir damit noch mehr Schaden. So, wir können mal kurz auch testen, wie viel Schaden wir machen. Oh, Private Teil. Ja, sorry, du musst jetzt dafür herhalten. 352, okay. $461. Oh, was hat sie denn da für eine Waffe? Die sieht spannend aus. Ach so, das ist dieser Tossball-Dings da, Wurfstab da. Und die ist super stark. Die hat mich mit 2 Schlägen umgehauen. Ah, gut. Gut, also wir haben jetzt ein bisschen abgegradet, aber halt auch nicht so super hart anscheinend. Also ist noch ziemlich im Bereich. Oh, Drain Launcher. Hier. I was fixing that toilet you sent me to repair. The one above the Lost Hope. That was days ago. The fucking door. It locked behind me. And it wasn't until this freighter captain found me that I... You're lucky the chief would have my ass if I spaced you. Now get back to work, pilot. Right away, sir. Suppose it's time to reevaluate my career goals. Watch out something doesn't explode in your face.
I'm trying. So. Oh, da unten sieht's interessant aus. So, dann schauen wir mal, wie wir jetzt überhaupt in diese Backbase kommen. Aufmachen? Aufmachen. So, ich würde jetzt mal kurz noch schauen, hier die ganzen Shops zu Ende anschauen. Okay. Ike's Armory Dispensary. Das Triplade. Ike Christiansen. Witzig. You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Need some armor? Maybe it's a bit secondhand, but that's only a testament to its durability. We also have a line of specialized melee weapons. For those times you have to repel boarders but don't want to risk a bullet through the hull. Are you a spacer yourself? Not me, but it's in my blood. After the crossing, my family worked Eridanos, indentured to the corporations. Go on. I was born into corporate labor, but I'm the first one of my family to buy my way out. That's why I settled on Groundbreaker. It's the last bastion of freedom. Cool. Tell me more about your wares. Everything I sell is fresh from the forge. Technically, the metal formed billions of years ago, but it's freshly in this shape. Okay, dann schauen wir doch mal, was du so hast. Vortex Maze. Das klingt auch. Das klingt auch sehr nice. Pulse Hammer. Bonus Control. Elite Troop Armor. Ne, das haben wir. Ah, aber hier ist auch der Helm dazu. Oder? Ja. Ach, den gibt es einfach in 3 verschiedenen Farben und dann auch mit verschiedenen Skillboni. Interessant. Charge Surface, Reactive Kinematic Shield, Mr. N. N-Ray. Oh, was ist denn N-Ray? Okay. Stimmt, wir haben, glaube ich, die beiden Leuten gar nicht geschaut, was für Helme die jetzt gerade haben. Genau, weil der hier könnte jetzt auch diesen Helm bekommen. Ich bin so froh, dass es die Funktion gibt, dass man die Dinger nicht anzeigen lässt, weil sie will so dumm aussehen. Hallo Ethel. If you're hungry, you've come to the right place. I've got a fresh ground batch of spratwurst cooking. They're terra-fried to lock in the juices. How about a grinder's dozen? What's spratwurst exactly? You know what sprats are? Space rats. The laboratories of Spacer's Choice found a use for this limitless frontier resource. Sprat meat is plenty tasty when properly prepared. We grind them up in sausages, then terra-fry them in their own juices. Das klingt lecker. What does terra fry mean? Terra-frying is a Spacer's Choice brand secret. A mix of 13 herbs and spices, plus a dash of modern chemistry. Is spratwurst like Borstwurst? I've seen that a lot. Absolutely not. Spratwurst and all related terms are registered trademarks of Spacer's Choice. Boar, the other meat, is a registered trademark of C&P. Everyone knows our company and theirs are nothing alike. Is spratwurst your own invention or what? Legally? No. The terra-frying method was developed and marketed by Spacer's Choice. Between you, me, and this grinder, I've been through lean times. If there's one thing you learn on tramp freighters, it's how to make near anything edible. Might be that this old space hand put a few words in the right ears, and could be that Spacer's Choice liked sticking it to C&P by R&Ding our own special meat.
That's an Auftrag von er. Just as well. Near about time for me to go check on the trap. I mean, to unload another crate of farm fresh sprats. Mhm. Okay, do you have time to chat? Long as you don't mind me grinding spratwurst while we talk. Little things don't make themselves chewy. At least not yet. I'm sure modern science will find a way. Achso. Just as well. Fresh from the grinder, any hour. Terra fried spratwurst. Farm raised sprat, deboned and finely ground and fried in hot oil. Das klingt eigentlich schon irgendwie lecker. Aber irgendwie auch nicht. Vor allem, weil ich weiß, wie Dinge aussehen. Oh. Ja. Nein. Mal schauen, was die Interessantes dabei hat. Langweilig. Nix. Nix hat die dabei. Sieht's beim Ike besser aus. Eins hat er. So, mal speichern. Achso. Achso, das ist blöd natürlich, das sehen wir hier unten nicht. Aber da oben sehen mich Leute. Okay, dann halt nicht. Ja. Pirate ship? I don't go in for docu-serials. The bounty hunter who's been after them, Fuller? She had an ambush set up on Hephaestus. The pirates came in to dump a bunch of loot on some broker they work with. Whose loyalty did Fuller buy to spring the ambush? Very adventure serial. They catch the pirates? No. They blew the fucking dock up, punched a hole in the ceiling, and got blasted out into space. One of the camera crews got smashed by debris. Fuller damn near lost a leg. Good law. You couldn't pay me enough to take bounty hunting work. Schön, wie sie dann zu mir rüberschauen. Miss Lilia takes good care of us, see? The authorities stay off our tails. Ach so, ja, Sublight hier. Oh, neat. They got stuff in here I ain't seen in ages. Now, this should prove interesting, to say the least. Stimmt ja, ich wollte auch mit Pavati reden. That Chief Junlei sure seems well, huh? What was that about? Junleis? Well, I didn't expect her to be so tall. And did you see the size of her arms? Oh, she fancies her. Sounds like you have a crush on her. What? No. Maybe? I don't... It's like somebody reached into my head and pulled out what I didn't know I wanted. You know how hard it is to find anybody who likes working with tools in a little town like Edgewater? Sounds like you're not sure how you feel. I just met her. How could I be? All I know is I want to talk with her more. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's just, here's how to fix it. And they trust her. It's just, she's calm and knows what to do. This is so I wish I was half so confident. Es ist so fucking cute. Wie sie so sagt so, aber ich weiß, ich will mehr mit ihr reden. Und so, oh. Oh, ich wünsche, ich kenn's.
wünsche euch das beste Glück auf Ben. I find myself marveling at the complex simplicity of the Fibonacci spiral. I'm sure you know what that's like. Something vexing you, Captain? Something, I don't know. Tell me again about the book we picked up that's in French. Bocconi, the author, had some interesting theories about man's Unfortunately, he was also... Remind me, what are your thoughts on the philosophists? Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bocconi's thoughts came more than a century after his death. Let's talk about this personal quest of yours. Yes, I've been meaning to discuss exactly that. Now that we know where the scholar is, when will we be searching him out? As soon as we can, I promise. Okay, das war jetzt ein kurzes Gespräch. Ich hätte jetzt irgendwie mehr erwartet. Aber gut. Messages. Schön, dass wir alle Nachrichten lesen dürfen. You lost another contractor to a UDL gunship. This is your daily reminder that legitimate business don't run from the authorities, and that is what we are. Stay calm, present your papers. If you get tangled up in the courts, I will personally bail you out. Anyone seen Hawthorne lately? I could use some reliable help. Haha. Witzig, dass sie es erwähnen. Unlike most of your sprats, Catherine is bringing supply a consistent income. From today until I say so, you are to treat her as an extension of my desk. Speaking of which, Tobias, order an extension for my desk. And Pop Bear Liquors, lots, Spectrum Vodka, even more than that. Erotica, generic. The locals aren't picky. Erotica exotic, except for the ones who are. Space Cake Surprise. I don't know what this is, but it was on last month's order list, and so either track them down or do your best in the kitchen. Black Hole, Holcomb signed, Tossball poster. P.S. Tobias. Where are we with that desk extension? Holcomb. Weil unsere Party heißt mit Nachnamen Holcomb. This week in salvage, my scanner says the Modads impounded a freelancer ship after the captain misbehaved. The crew dropped so many bits at Vera's place that they can't afford to lift the impound. Whoever gets me salvage rice gets to sit quietly in my office and watch a professional work. One of ours had an altercation with one of theirs, lost another contractor, scrapped the ship, dedicated a tenth of the salvage to funeral expenses. I take care of my people. Aw, so nett. Little Sprat told me that a crate of sports sissy pork ended up at the bottom of a Monarch Canyon. Let's see how much we can sell. Speaking of which, no one eat at Auntie Cleo's stall until I say so. Something in the kitchen's gone bad. Ja, der Programmierer. The next time one of us finds an abandoned ship and decommissions it, they had better dispatch a ground team to the debris field before the marauders have their turn. Just because we're salvagers doesn't mean we have to be scavengers. Okay. Dann wissen wir mal, was hier so abgeht auch mit denen. Ist ja mal ganz wichtig zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Salvage is a family business. We got each other's backs. Witzig. Die werden echt teleportiert. Und deswegen ist ganz gut, dass der Schalter hier ist. Weil wir gehen rein, die meisten achten nicht darauf, wo die sind. Wir drücken hier drauf, drehen uns um, unsere Leute stehen da und wir denken uns halt nichts dabei. Tobias, Ayama. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? How'd you know? Money. We got it. The Steve Doors want it. I'll take that as a yes. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. So you're a Sublight employee? Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn?
These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. Acho que. Oh, nice. Macht ja schon was her, die Bude. Oh, auch hier schön mit Balkon. Schon sehr okay. Wenn ihr eigentlich so tatsächlich auf so einem Raumschiff arbeiten würdet, was würdet ihr denn tun? Würdet ihr auch versuchen, irgendwie so Engineering zu machen? Oder wärt ihr in der Bar? Würdet ihr im Weltraum herumreisen? Abenteuer erleben wollen? Oder wie wäre es für euch? Lilia. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Wir können sie anlügen. Never heard of you. Not a word. Pity. My guy in marketing is about to lose his other thumb. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Don't let Ada hear you calling your ship names. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? I don't have. But can I still take the job? I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the rest and go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. I take it Sublight isn't strictly a salvage operation. These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors, where I can let my hair down. There's not a lot left to let down. Do you wear it or not? What kinds of other sectors does Sublight pursue other than salvage and shipping? Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. You know, legal formalities. Wink nod. Good girl. Knew you'd understand. You're very honest about Sublight's criminal side. Hey, careful with the C word around here. I like to keep things above board, and that kind of talk only makes trouble. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed to do, and that gives our little business some freedom. But let's not tempt fate. Okay. How organized is this business? Very. I have this thing about numbers in spreadsheets. Grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Es ist halt tatsächlich so. Es ist irgendwie lawful evil, kinda. Aber super witzig. Okay, back to my other questions. Ask. I have nothing to hide. Okay, hab keine Anfragen. Be seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Das Problem ist, es sehen mich ja alle, wenn ich hier diese Tür versuche aufzuhacken. Oder? Oder wie blind sind sie?
Vermutlich nicht so blind, wie ich es mir wünschen würde, oder? Oh, was ist das? Dangerous Frontiers by Ophelia Sweeney. It is intriguing how we devoted our resources to the stars when there were still so many problems to be solved on Earth. Exposing our fragile species to the breath of the cosmos renders settlers and spacers alike vulnerable to the mysteries of other worlds. The fate of an outbound civilization could hinge on a single miscalculation, on unobserved variable, and any number of alien catastrophes. Recklessness and impatience are perhaps hardwired features of humanity, but not errors in our genes, as others might imply. Ich frage mich ja, wir haben bisher nur Humans gefunden. Also wir haben noch keine typischen Aliens irgendwie hier entdeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, es gibt keine Aliens. Schau weg. Hey, what do you think you're doing? Nothing. Just don't let me get you again, alright? Okay, wir haben hier Plasmakarte. Oh, echt viel Bits. Pause. Okay, rein prinzipiell wird sich schon... Oh, was ist Kleidung? Bei Kleidung bin ich ja immer so ein bisschen interessiert, wie es denn aussieht. Ah, das sieht so ein bisschen wie diese Piratenkleidung aus. Hinterkick. So. Ne. Also, wir müssen uns irgendwie was anderes überlegen, wie wir da reinkommen. Weil so kommen wir da jetzt nicht rein. Was schade ist. Wir müssen irgendwie schauen, dass die alle mal nicht da sind, aber das wird schwierig. Talk to Miss Lily if you're looking. Does Sublight handle any legitimate business, or is this all just a front? That's a good question. Yes? Yes, that sounds right. I'll make sure to include that in the new employee salvage tutorial. So, dann gehen wir jetzt mal hier. Es gibt echt hier Fahrstuhlmusik. Unglaublich. CNP burst pockets can be microwaved in 2.5 seconds. Recent users. Callahan. Welcome. Oh. The hat. You made your space's choice when you signed the employee contract. I keep telling you the hat doesn't fit right. There's something wrong with it. How many people have worn this thing before me? Is this my life now? Because if it is, I'll take it. I'll be your moon man, but there won't be anything left of me to care. Also. Here. Hope you're doing well, Mum. I thought I checked in. Engineers visit the shop a bunch. I remember when I used to turn a wrench back home on Terra 2. Lilia Hagen over in Sublight told me that I could always pursue a career in salvage if this thing doesn't work out. Please give Dad and the others a hug from me. Mom, it's really great that we can stay in touch like this. Little reminders of home are more important than ever. Enjoy the quality Spacer's Choice goods I send. You can get ones just like them at home, but I figured you might appreciate me getting the company's discount and all. Signed, Martin. Are you okay, honey? Signed, Mom. Dass sie auf den ganzen Krempel nicht eingeht, was sie schreibt. I know it's bad. As one whose office is close to our radiators, you can imagine why you want to take 3 showers every day. I hear you. Parvati, hör auf, jetzt schmutzige Gedanken. You've got eyes on the problem, and hands and tools. It's a mechanical problem with a mechanical solution. In the meantime, enjoy some additional water rations, and take breaks. You deserve them. If you're thirsting for cooler air, talk to your closest engineer about spots for favorable circulation. Seeking ethically flexible spacer with Stellar Bay landing clearance. Payment in exchange for return of legal salvage. Details given upon acceptance of contract. Active warrants, prior convictions, no questions asked. Our background checks filter out criminal red flags. Plausible deniability is a Sublight way. See Lilia Hagen for details. Warehouse next to the spot was joined. 2nd floor. Loitering on board property is strictly forbidden. The Halcyon Holdings Cooperative Office and
and its environs are for conducting official board business only. Anyone found misusing board property will be fined accordingly. Board property includes, but is not limited to, Halcyon Holdings office here on Groundbreaker, the space directly in front of my desk, the space directly behind my desk, my doorway, my berth, and most importantly, my stairs. Thank you for your cooperation. Signed, Udon Bedford, certified liaison. P.S. Please note that the next spacer caught drinking on the stairs outside the embassy may find themselves on the root side of an airlock. P.P.S. This is the third time I've had to post this message. I'm sick and tired of it. I will not hesitate to open a board-sanctioned investigation into your behavior and, when you are caught, punish you accordingly. Sign, Felix Millstone. Felix Millstone. Okay. Gut, dass ich da nochmal das Dings dran bin. So, ich würde mal sagen, dann gehen wir doch jetzt mal hier zu der Halcyon Holdings und schauen uns mal die Scheiße hier an. I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. You'd think the board and its agents would be more content, sitting at the top of the system's food chain as they are. Something you need? Oh, Max. I could spend hours reflecting on the secret. So. Okay. Ich hätte gehofft, dass ich noch was Neues zu sagen habe. Das ist Udon Bedford. Oh. Buh. Buh. Who did I piss off to get assigned here? I don't know. Ich speichere hier mal. What do you think you're doing? Nothing. Don't make more. Warte mal, aber sie haben es echt lange nicht bemerkt, dass ich das tue. Vielleicht muss ich mich einfach nur ducken an der Stelle. Und dann sehen die das nicht. Quietly now. What do you think you're doing? Nothing? Just don't make more paperwork for me, alright? Warte mal. What do you think you're doing? Nothing. I don't have time. Go away. It's nothing of your concern. Here they come. I've had enough of you. Ja, ja. Und Level Up. Nur das Klo. Ach nee. Ich finde schön, dass es sich anscheinend sonst aber niemanden stört, dass wir jetzt hier das gemacht haben und wir einfach... Aufzug rufen damit. So, hier ist der Udom. Genau, da haben wir jetzt auch den Passcode und Elevator Keylings. Nee, aber das ist ja Bullshit. Wir werden uns jetzt nicht spoilern, was da oben ist, indem wir das jetzt hier machen. Das war jetzt tatsächlich nur, eigentlich wollte ich schauen, ob wir es irgendwie von dieser Position aus schaffen, das zu hacken, ohne dass die Leute mitbekommen. Aber anscheinend nicht. What do you think you're doing? Nothing. Don't test me, Runt. Ja, ja. Schade. Also wir schaffen es von keiner Seite. Da müssen wir jetzt einfach mal normal mit den Leuten reden und vielleicht können wir da mal Dinge nicht klauen. Wer weiß. Wer weiß. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has
Something happened to my favorite scruffy freelancer. Alex is dead. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Ich glaube, der hat ihn wirklich gemocht. Sorry for your loss. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. What was your relationship with him? He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Sure did. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? He was eaten alive by feral canids. No. How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their droppings. Again, I'm very sorry. Can we get back to the topic at hand? Right. You are going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Why do you think I know anything about Wells? Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table. Why is the board so interested in Wells anyway? You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Alex never mentioned Phineas Wells, which isn't a lie. Alex didn't mention Phineas Wells. He never mentioned anything because he was dead on arrival. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? What's this about the board having your head? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Is there anything I can do to help? Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. Well, it's my white whale, I suppose. Can't tell you where Wells is. It's fine, really. It's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Da ist noch das mit der Jessie. I'm here about Jessie Doyle. I wanted that settled. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. She's worth more alive than dead. Put her under an indenture contract. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? None, I suppose. But if she doesn't show up for work, kill her like you planned. I'm not sure the price of her organs will allow a profit in that case. I expect her liver is, used goods, as it were. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work?
I'll ask you something else. Be my guest. Does it seem hot in here to you? Law, but it's miserable. My underarms are damp. How can I be expected to work in these conditions? Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but I've seen no action from her. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. She's doing everything she can. It's your people's fault it's not fixed, not Junlei's. My, aren't you, excitable? Don't talk to her that way. Oh, sweetie. I don't owe a grease-stained wrench jockey like her the time of day, let alone my deference. I will kill you. You take it back. Now. I'm sorry, my temper got away from me. Please accept my sincerest apologies to you and your friend. How's it work for you, party? Oh, I'm not used to folks saying sorry. It's not alright exactly, but I appreciate the apology, I guess. Well, now that that's dealt with, was there anything else you wanted to discuss? All those locked doors in the back. A luxury stateroom reserved for Chairman Rockwell's use. Does the chairman visit here often? Oh, good law, of course not. He'd never set foot on this decrepit junk pile. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. Das ist total unsinnig. What do you do here exactly? I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. It's not naughty. That doesn't answer my question. Sometimes I take a break from sending messages to fluff the chairman's pillow on the off chance he visits. Why there aren't guards in here? Oh, you've noticed my friends. Wonderful. Aren't their guns very large? Tremendously impressive. They're here to keep the peace, of course. Dude. To watch your back, you mean? Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status and so resents any board presence, no matter how benign. You call keeping officers on their promenade benign? When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. They don't see it that way, of course, but I can't say I much care. Can you get me to Stella Bay? Good law! Who'd want to go to that toxic hell pit? Oh no. So no. No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. No, we've done it. You didn't have to crack open a thesaurus. Best to be clear, I believe. Ask away. We're leaving. Ich würde aber auch gerne rausfinden, was passiert, wenn man halt wirklich sagt so, ja, ey, weißt du, ich weiß, wo der ist. Ich meine... How do you do? Ah, how might I assist you? I know where to find Finn's Wells. Wells? I meant smells. It really smells in it. Maybe you should open the door. I'm sorry? I'm quite certain I heard Wells. Phineas Wells. Phineas smells? That's not a very nice thing to say about someone. Even a wanted outlaw. But you... It's always like this with you tramp freighter captains. Well, once you've tired of your jokes, you know where to find me. Das war schon witzig. How do you do? Yeah, go on. Ah. So, about Phineas. You've changed your mind? I have. I'd like to turn Phineas over now. An apprehension of this caliber would be tremendous for my career. I would send you straight away to my superiors in Byzantium, but...
Let me guess, there's a catch. Just a teensy one, the teensiest. Nothing to lie awake worrying about for nights on end or anything. The thing is, I needed money. A lot of money, quickly, for reasons. So far, so entirely expected. What happened? I might have pawned my official board seal to Gladys, the black market fancier on the Groundbreaker. I can't authorize the paperwork you'll need to turn Phineas in without it. Stray too much from the straight and narrow, and one may just find himself assigned pastoral duty in a maximum security penitentiary. To give away something so important to you, must have been some curious reasons. I'll thank you not to question my motives, young miss. It was a mistake, and I'd like to put it behind me. It's only temporary, of course. I'd never leave something so important in the hands of someone of such a dubious moral character. I was going to buy it back once I raised the capital. So you'll need to get my seal back from her if you want to hand Phineas over to the board. So before I can do the board a favor and turn over wills, I need to do you a favor first. That's the long and short of it, yes. Fine, I'll go talk to Gladys. Maybe I can work something out. Thank you. Oh, thank you so much. I'm certain Gladys can be made, well, can probably be made to see reason. I'll be waiting eagerly for your return. Now, is there any way in which I might assist you? Well, ich will mal wissen, wie es jetzt noch weitergeht tatsächlich. Also ich meine, wenn wir jetzt... Ich meine, wir können jetzt nicht, glaube ich, dass ich hingehen und ihn Dingsen, also wirklich verraten. So. Mike's Armory. Sublight. Achso, jetzt bin ich gerade falsch rumgelaufen. Space's Choice. Lost Hope. And the Rest and Go. Rest and Go ist klar. Great law, is it hot in here? Or is it just my glands acting up again? Everyone told me you have his official board seal. Can I buy it from you? Depends. What are you planning to do with it? Forge papers to go to Byzantium, obviously. See the lights. Taking a show or two at the infamous Bijou. Could be a treat if you like that kind of thing. All right, I'll sell it to you. But it's gonna cost you dear. 8,000 bits. Wow. I'm sure I have enough. Well, ain't that peachy? You enjoy that stamp, you understand? And don't you dare use it responsibly. Anything else? So gut, aber dieses so, ja, viel Spaß mit, aber bloß nicht ordentlich verwenden. Warte mal. Jetzt sind wir mit Gegner. Wir wissen, was jetzt passiert, wenn man das so wirklich dem Udom gibt hier. Können wir dann wirklich dann Wells verraten? How do you do? Huh. Oh my law. You've done it. You've saved my hide. I can't thank you enough. Now then, let me see. I just have to apply the seal here, sign like so, and ta-da! Here are the forms you'll need once you reach Byzantium. Oh, and a nav key so your ship can travel there. Those authorization forms will let you speak with Sophia when you arrive. I'll send her a message straight away to let her know you're coming. She'll be delighted, I'm sure. Who's Sophia? Where you been living, Captain? Under a rock?
Miss Sophia's got to be the second most important person in the entire 54.000 colony. XP? What? Yes, quite. Miss Akanda is just 36 noch to take someone dazu? with your particular talents and sterling character under her wing. She can fill you in on all of the board's operations in the colony and really put your talents to use. Best of luck to you and thank you again. Give my regards to the Unreliable. Wenn wir Phineas Wells verraten, kriegen wir einfach nur ein fettes Level up. Okay, wir merken uns das mal für wann anders, wenn wir das eventuell brauchen. Aber, ja. Nein, aktuell bin ich noch nicht so... Ich bin noch nicht so wirklich... Weil das Ding ist halt, klaro, für mich ist dann... Also, für mich ist halt so ein... Ja, ich will da nur mein Profil rausschlagen und ich will nicht wirklich verraten. Aber in der Geschichte steht es halt dann... Ich weiß halt nicht, ob das dann nicht trotzdem irgendwie schon so abgespeichert ist als ein... Ja, du wolltest ihn verraten und deswegen wirst du ihn jetzt da verraten oder so ähnlich. Das weiß ich jetzt halt nicht. So, jetzt die Frage. Achso, genau, wir können mal hier Skillpunkte verteilen. Sneak brauchen wir nicht so. Ich muss sagen, wir hauen die Punkte in Tech rein. Das sind wir dann nämlich bei allem bei 50. Und dann holen wir uns hier noch einen. Ja, Base Health. Ja. Walkspeed. Ah komm, Walkspeed hier. Achso, warte mal. Die anderen können jetzt auch wieder Dinge Perk dazu nehmen. So, dann haben wir das jetzt. Das ist so die Frage. Wie kommen wir jetzt dann zu den Backbase? Hm? Ah, warte. Da oben eventuell. Cool. Well. What fine treasures might await us in here? Easy does it. Security patrol. Enjoy it. Oh, was ist Viech? Komm schon, steh auf. Okay. So, Squad Leader war ausgeschaltet direkt auch. Ah, okay. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr diese Jump-Route nehmen. Sehr gut. Oh.
Prismatic hammer. Son Hammersmith was working on a hammer weapon. This pulse hammer went to the rival company with ballistic stole plans, rushed its development, beat them to market, all the while ridiculing Hammersmith with a marketing campaign about them having no hammers in their weapon line. Hammersmith executives demanded the ultimate hammer to be produced, but this prototype was expensive and never entered production. Pavati, you know what? You probably would like this, wouldn't you? Well, warte mal, ich will den auch selber kurz mal verwenden. Oh, da steht sogar Firefly drauf. Oh. Okay, ich kann sie nicht damit hauen. Okay, ich kann die dort nicht erreichen. Dann, jetzt hier halt an. Ja. Ich hätte jetzt irgendwie mehr erhofft tatsächlich von dem. Ja, also ich habe mir schon mehr von dem Hammer erhofft. Das ist jetzt, weil es doch jetzt so eine besondere Waffe sein soll, aber naja. Naja. Egal, ich schmeiße einfach im Schiff in Dings da, in den Stauraum und dann mal sehen. Use terminal. Logs. Discovery. While rummaging through the back bays, I discovered a very old Hammersmith crate that seemed to have been sealed for a very long time. A bit of elbow grease and determination pried it open, but I couldn't make heads or tails of my discovery. A prototype hammer. I didn't know Hammersmith actually made hammers, but I've brought it to my lab for a closer look. How strangely it glows. The trail of its wake lingers even when my eyes are closed. I spent more time on the hammer. Its internal workings are state of the art. Thermal, electric, and a chemical system all working in harmony. How is this even possible? The weapon is a breakthrough in circuitry and engineering, and many of its systems appear rigged against tampering. There's a curious energy signature swirling about the weapon, though I've yet to identify this source. The air tastes of copper, and I've lost several teeth. Entry 03. I've had the most sublime prismatic dream since I invented the hammer into my bedchamber. Never mind that for now. Good news first. The signature measures Blondjot's elusive N-rays, raising the hammer's elemental property to 4. Shock, plasma, corrosion, and radiation. Enough for the bad. In my attempts to neuter the self-destruction functionality, I inadvertently caused a small fire. The hammer's manual controls may never function again. Swinging it seems to be the only way of cycling through its elemental modes. I must take greater care with future experiments. Entry 04. I've taken the liberty of locking myself in a workshop. My tinkerings were all for naught. This is no prototype. I'm simply too flawed to recognize its perfection. The hammer is a lesson, a symbol. It whispers to me that disorder rules all things, but with a little ambition, we can harness that power. Only by inflicting chaos upon others, we can transmute disorder into harmony. And that is a lesson Halcyon is not ready to hear. Hallo, Sun Lee. Eine Schwarz-Weiß-Variante von unserer süßen Bandalame. Skandalös. Skandalös. Genau, wir haben jetzt hier diesen Prismatic Hammer gefunden. Eine der sagenumwobenen Waffen, die es hier so gibt. So. Außerdem haben wir jetzt so ein zweites Raumschiff gefunden.
Also eigentlich könnten wir jetzt anfangen, Raumschiffe zu verkaufen. Ayan Suli, wir haben Parvati und Jinlei miteinander reden lassen. Sie sind so knuffig. Oh, shit, yeah. Oh, 360. Okay. Es macht zwar nur 60 Schaden, aber allein die Animation. Allein die Animation. Genau, also wir haben jetzt noch nichts, aber wie sie von ihr schwärmt, ist schon sehr cute. Okay, das funktioniert irgendwie besser, als ich erwartet hatte. Chillt die alle? Die chillen hier alle. Das hat so gerade irgendwie echt lang gebraucht. Draußen erstmal 3 Leute umgebracht, so, und drinnen in der Security war was? Ich weiß nicht. Hat irgendwas klang da gerade nach Kettensägenaxt. Ist bestimmt nur wieder irgendwie eins der Kinder, das da draußen spielt und Bröm macht. Ach so, ja, klaro. Aber ja, Kettensägenaxt ist witzig. Ich glaube, die wird auch... Ich glaube, ich werde sie nicht verwenden, aber ich werde sie zumindest mal einlagern. Aber komm mal, Kettensägenaxt. Kann ich da eigentlich rein? Nee, oder? Autsch. Ja, genau so ein... Oh nein, er steht in unserem Büro. Was sollen wir machen? Nur ruhig stillhalten. Er kann nur sehen, wenn wir uns bewegen. Vielleicht geht er wieder, wenn wir so tun, als gäbe es ihn gar nicht. Gute Taktik. Private, wenn wir das überleben, bekommen Sie eine Beförderung. Wenn nicht, dann lasse ich Sie hinrichten. Aber, Captain, dann sind wir tot. Ich weiß. Posthuman werden Sie dann hingerichtet. Befehl. Nehmen Sie das so ins Protokoll auf. Das ist wichtig. Befehle sind Befehle, ne? Das muss dann auch durchgeführt werden. Da muss er halt posthuman noch gemeuchelt werden. Aha, das hat gut funktioniert. Military service does not guarantee full employment rights, tax breaks, military discount, health benefits, military burial, participation medal, training. Bypass Shunt. You've been listening to Halcyon News, your mandated duty as a good citizen of Halcyon. Wir klauen jetzt. Oder halt auch nicht. Ach ja. Das war gerade schon so Premium. So, jetzt aber die andere Frage. Wie kommen wir jetzt zu den Backbase? Also wir haben jetzt hier halt abgeklärt, was wir hier zu tun haben und so, ne? Was ist da? Oh, hier ist eine Leiter. Okay. Was haben wir da bekommen? Rüstungstechnisch? Ach, Standard Troop Armor.
Ach, warte, auch eine. Achso, vielleicht sollte ich jetzt auch mal sinnvolle Ausrüstung noch wählen und nicht mit dieser Kettensägen-Axt weiter rumrennen. Flammenwerfer! Warte mal. Ach, geht's jetzt hier nicht weiter? Ach, buh. Ich dachte, wir haben jetzt hier gefunden, wo wir jetzt hin müssen. Und vor allem, da kommen wir jetzt auch nicht darüber. Das ist das Dumme. Ja, dann würde ich mal sagen, hier Breakdown. Hat jetzt nicht funktioniert. Breakdown ist good. Speichern. Nein. Autsch. Also ich weiß nicht, vielleicht geht es da oben weiter, aber ich habe gerade den Sprung verkackt. Nö. Ja, das ist ja doof. Dieses Geräusch ist halt schon fies. Aber es ist gar nicht mal... Das Witzige ist, kann mir gerade genau vorstellen, wie es aufgenommen wurde. Und zwar vermute ich einfach mit so ein bisschen Sellerie. Ich habe mich gerade gewundert, wer da so geschrien hat. Aber ja, das waren die beiden, die da jetzt auch den Sprung nach unten gemacht haben. Ja, nein, da muss ich nicht hin. Rest and Go muss ich auch nicht. Bells Shells auch nicht. Waste Disposal. Das Ding ist, ich muss jetzt halt... Also ich muss jetzt halt irgendwo hin, wo ich in diese Backbase. Du meinst das Schwarz-Weiß tot? Wie gehen wir denn jetzt? Was ist das? Wohin gehen wir denn jetzt? Einfach mal sanitizen hier. Ach so, ja, nee, da geht's ja jetzt hier wieder zu dem Ding runter. Ich glaube, ich muss mal kurz noch nach Engineering gehen. Mal fragen so, Kinos, könntet ihr mir noch vielleicht sagen, wo denn ich jetzt eigentlich hin muss? Das wäre nämlich noch super Premium. Wenn ihr mir das noch sagen könntet. Weil das mit diesem Backbase ist ja schon nice und so. Aber ich hätte jetzt angenommen, dass das hier irgendwo in der Base ist. Speak your mind. Honestly, I could use the distraction. Ja, scheiße, kann sie nicht fragen. So, M fragen. Achso, warte mal, wir können auch einfach mal das Ding hier aktivieren.
In the back base. Okay. Da ist ein fucking Aufzug. Okay. Dann ist ja alles klar. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. I want to talk with you anyways. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Huh. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be murdered by a psychopath who plays with fire. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. You're only getting out of this alive if you play nice. Ooh, look at the courage on this one. Lay it on me, boss. Give me a taste of that fiery primal spirit. I'm here for some parts. Genlei sent me. That's right, sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back with the crew. So what are they doing to the poor engineer? We were just sitting in a circle, sucking down exhaust fumes and toasting to the memory of our brain cells, making this broken angel fly again. You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. You bring tribute, sacrifices, prophecy, shit like that. I could prophesy your death, you know. Wir können ihn anlügen. Those parts are leaking deadly toxins. I'll just come back after you're dead. Under its skin, this ship is all poison and darkness. Lead bones, asbestos muscle. Maybe you're right. You've got the run of the kingdom. Up those stairs, you'll find the parts. My crew won't get in your way. Got it. Okay. Ich würde sagen, wir machen das jetzt so und gehen damit zu Jinlei zurück. Und nachher kommen wir wieder runter und können uns um dann das Kopfgeld kümmern. Ich finde, das ist gerade okay. Genau, dann klauen wir jetzt ja auch noch nichts, sondern schauen uns einfach mal die Geschichte an. Medical Drone. Cool, deiner noch nicht Asche. Ja, wir kümmern uns nachher drum. Understood. I'll keep my head down. Ach, wir machen jetzt noch nichts, was wir schauen tatsächlich jetzt nur, dass wir uns hier die Dinge holen und dann nachher kommen wir wieder runter und hier zermetzeln alles. Fantastic, we got them. Now we can move on to cleaner pastures. Okay. It's so cozy. Es sind echt viele Gegner hier drin. So nachher spannend ist, dann alles zu bekämpfen. People don't like worms and their backsides still smarts. Was geht denn hier ab? Nope. Your ass is a priceless canvas now that it's home to an original McRed. I guess I'm on.
Ich hätte gehofft, dass man das Ding ja lesen kann. Combat Journal. Are you one of us yet? So, Rifle. Ja, war nichts Besonderes. Hat er jetzt irgendwie gehofft, dass man vielleicht noch ein paar Dinge lesen kann oder so. Schon jetzt und dann. Smells kind of like old Wes's outflow pipes. So. Dann jetzt gehen wir mal hoch. Und dann gehen wir mal gehen wir mal die Teile ab. Das ging jetzt so viel, sehr einfach, ey. Hatte ich mir jetzt schwerer vorgestellt. So, by the way, an die Leute, die jetzt gerade neu sind hier im Kanal. Herzlich willkommen, mein Name ist Geron. Wir spielen hier gerade die Outer Worlds. Wir sind gerade im zweiten großen Kapitel von dem Ganzen, so im zweiten großen Hub. Und genau. Für gewöhnlich spielen wir ganz viele Indie-Spiele. Ich habe jetzt aber dieses hier auch gestellt bekommen tatsächlich. Also ganz wichtig, ich bekomme die meisten Spiele von mir, die ich hier spiele und euch zeige, tatsächlich geschenkt von den Entwicklern oder von PR-Menschen. Und auch dieses hier habe ich geschenkt bekommen, damit ich es euch zeigen kann. Genau, und wir sind jetzt gerade irgendwie schon beim dritten Stream, wo wir spielen, weil ich habe echt Bock drauf, ich will es durchspielen. Und danach machen wir ein anderes Story-Game, vermutlich dann Gothic 2. Das dann eventuell aber auch nur noch freitags. Und sonst, wie gesagt, ganz viele Indie-Spiele. Das heißt, wenn ihr immer wieder was Neues sehen wollt, seid ihr hier absolut richtig. So, und jetzt reden wir mal mit der Julie. You've returned, and in one piece. Color me impressed. I got the parts. What now? Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight manticore infestation. Define slight. More than a few. Less than a hive. Nothing you can't handle. We were salvaging parts from a ship. Turned out there were eggs inside. They got into the radiators, and here we are. Okay. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank Servus over. Omega. Wie geht's denn? Schön, dass du reinschaust. Und vielen Dank für den Sub. So. Oh, Dorado. Vielen Dank für den Sub. Hallo Chat, Ungeruhen sagt er. Schön, dass du da bist. Wie geht's euch beiden? Genau. Ach so, ja, ich habe ja nicht mehr meinen Dings da. Wir haben jetzt den Flammenwerfer. Flammenwerfer! Ja, cool. Haben sie sich drum gekümmert. Mir geht's gut, haben wir vorhin ein Spiel geschafft. Was hast du denn gekauft? Mir geht's auch wunderbar. Wir spielen jetzt gerade wieder, wie gesagt, die Outer Worlds. Und genau, wir sind jetzt gerade hier dabei, das Schiff wieder in Stand zu setzen. Das heißt, ich würde sagen, relativ gut hier, also alles. Information. It's more honest to report the groundbreaker has successfully arrived at the Lagrange point and released our cargo of prefab housing, settlers and supplies to the intended colony worlds. May they prosper and expand. Now that stages 1 and 2 of the mission have been carried out, my family will take ownership of the groundbreaker as specified in our contract, keeping the ship in active duty as an independent trading post, repair stop and cargo bay. I'd be remiss if I closed this transmission without sending my hopes and best wishes back to Earth. There's so much ahead of us, but we'll never forget what we left behind. Chief Ying. Genau, cool. Das ist die Nachricht von der Großmutter von der Jinlei.
Dead or School, was ist denn das? Zombie-Spiel vermutlich, oder? Some very rich and unsavory elements among our colonial neighbors seem to have the wrong idea about why I flew us out here. I wasn't for a 9-figure blood money salary and a Spacer's Choice logo stamped on my ass. I wasn't to nickel and dime passing ships out of their last bit. Groundbreaker has no rule in the success or failure of Halcyon's corporate entities. Period. I negotiated that understanding and clearly outlined it in writing before I ever set foot on this ship. If anyone wants to dispute or compromise our independence, they will answer to Tennyson. We're a family operation, even when the last Tennyson falls, Groundbreaker will remember us and defend its freedom accordingly. Chief Güying. Oh, cool. Das scheint schon so eine coole alte Dame gewesen zu sein. Oder halt damals noch nicht alt, aber dann irgendwann mal alt. So, warte mal. Wir holen mal das schwere MG raus. Einfach, weil es witzig ist. Maidronia altes. Okay. Mantipilla. Ist aber wirklich noch nicht so schlimm hier. Ich hätte jetzt irgendwie mehr erwartet. Oh, was? Habe ich mich jetzt spontan erhitzt? Ja. Ah, okay, ich glaube, wenn man zu nah an diese Coils rantritt, dann entzündet man sich spontan. Processing. Okay, here we go. Okay, das wird nix. That's the last of them. Nice. Ja, das XP, das nehme ich definitiv mit. Ach ja. Ich mag das Spiel bisher sehr. Down. Huh? Achso, da ist er unten. Ja gut, geht nicht. So, flaws are during your adventures, things may happen to your character that can trigger a flaw offer. Taking a flaw is optional, but doing so provides you with a perk. The choice is yours. Plasma weakness. Getting burned too many times has made you susceptible to plasma damage. Oh, wir kriegen jetzt 25% mehr Plasmaschaden. Wir können es annehmen und wir können... Oh. Okay, ich glaube, ich mache das sogar. Okay, Story. Zombies beherrschen die Oberfläche und die Menschen sind in den Abgrund geflohen. Und die Protagonistin hört von ihrer Großmutter, dass es damals Schulen gab, wo man viel Spaß hatte. Von wegen. Und naja, die Protagonistin kämpft sich nach oben, um eine Schule zu finden. Witzig. Was muss von dem Gewicht? Movement Speed during TTD, Health Restored per Kill. Companion Ability, Science Weapon Damage.
Mhm. Machen wir doch einfach das hier. Harvester. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Ich finde cool, dass es diesen Trade-off gibt, dass man also sagen kann, so, ja, okay, ich akzeptiere, dass wir jetzt mehr Schaden bekommen. Dafür bekomme ich jetzt dann halt einen Perk-Punkt mehr. Ich weiß aber nicht, ob ich es nochmal machen würde, weil die Perks sind eigentlich nicht so awesome. Aber ich finde es tatsächlich cool, dass die so abhängig sind davon, was halt hier so passiert. So, safe. Und wir sollten mal kurz im Inventar ein paar Dinge scrappen. Light Machine Gun, definitely breakdown. Tactical Shotgun. Ja, komm. Breakdown. Damit können wir jetzt mal zumindest wieder normal laufen. Dann schauen wir mal, dass wir so schnell wie möglich rauskommen. Logs cobbled together. The staff is getting restless. Workaround and half-cooked resolutions are all we've got to mend Groundbreaker's bones. In many cases, we can't revive one system without cannibalizing another. Grandma lived with that reality, and so will I. I can rally our spirits, but what happens when I'm not around? Groundbreaker's real test will be seeing if our independence outlasts me. I'll take that bet. Oh. JT Junlei. All plans, new problems. Found some of Chief Guying's old schematics. Groundbreaker must have taken a beating during the crossing, because she spent half of her career patching it up. Lots of corners cut when they put this place together. Among her papers, also found the layout of a hangar that doesn't match any of our mine docks. Something that might have gotten sealed off along the way, like blood cells insulating an infection. I hate to put sentiments down in print, but every time I open a panel or find some workaround in the guts of this old bird, it's like I can feel you reaching out from the past, Grandma. Okay, cool. Let's exit the maintenance shaft before activating the site. Okay. Done. The temperatures are dropping. Stop by once you found your way out of there. Groundbreaker owes you payment. Okay, cool. Es wäre zu gut gewesen, wenn tatsächlich ich durch den Impact diese scheiß Kiste ausgelöst hätte. Das wäre super bitter gewesen. Ja, und schon ist alles besser hier. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. What is the story? So wieder so. Hey, dude. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Nice. Okay, Edna. You aiming to send a message? If so, we best do it now while we still got time. Why would you run out of time? You had it somewhere? Me? No. But our relaying capabilities? That's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5... No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or
Sometime dire soon. Why are you about to lose comm capabilities? Our primary relay station's soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. And that's our problem, Hal. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. I cut off by losing one relay station. Sounds like it's time to get the auxiliary station back online. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. Na, ich könnte es ja machen. I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time. Hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. I could do with some leisure reading. Sure. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? You just let messages from Earth sit in memory on orbital relay? It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. Gut. Oder? You save my comm center from chaos. I guarantee I'll get the chief to authorize some payment forms. So, kann man eigentlich noch irgendwas von der Julie bekommen? The ship's groaning something fierce, but I can make time for you. Ja, okay, nichts mehr. Ja, dann... This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Schauen so viele Leute her. To defend your corporate township from the dangers of alien wildlife and the unemployed. Talk to your local manager about applying for military training and lend your life to protecting our wonderful Warte, brand. Geographic Scanner? Ich habe gerade irgendwas mit dem Geographic Scanner gesehen. Und dann modifieren wir doch mal unsere Rüstung hier. Store Mod. Ah, okay. Ist gar nicht mal so schlecht. Könnten das hier tatsächlich mal einbauen. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Full employment rights, tax breaks, military discount, health benefits, military burial, participation medal, training for women. So, und wir sollten jetzt mal direkt mal ein paar Dinge verkaufen, bevor ich es wieder vergesse. Das Gute ist ja, die Tür ist jetzt offen und das heißt, alle sehen, dass da dieser Typ da vor sich hingammelt. Meals come with everything seen here. Condiments sold separately. Some assembly of complex. This unit dispense proteins for your ingestion. Ja, ja. You know there's a dead body in your kitchen. This unit would clarify. There is a dead mechanic in the kitchen. User error in the maintenance of this unit's cutlery engaged several systems at once. The slicer, the grinder, the tenderizer. That sounds like a pretty nasty bug in your system. This unit behaves precisely as it was engineered. Neither this unit nor its corporate proprietor claim any responsibility for the mess. Do you plan on cleaning up back there? This unit is not designated for cleaning duties and cannot be compelled to accept another unit's responsibilities. All this morbid talk is making me hungry. Beginning dispensing sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes. Ach cool, wir können jetzt den ich weiß nicht, ob wir das vorhin schon konnten, aber ich glaube, wir können jetzt den Chefset holen.
Okay, wir sollten jetzt mal ein paar Dinge verkaufen. Nicht die Heavy Machine Gun, die will ich behalten. Also den ganzen Spaß, da will ich eigentlich behalten. Wir können aber... Welder's Goggles. Engineering plus 15. Perception minus 1. Cool. Ja, mal den ganzen Spaß hier. Ich glaube, das können wir halt auch echt so rausnehmen, weil das ist mir relativ egal. Das hier auch hier weg. Ja, das Thuckit ist auch total egal. Nightingale behalte ich mal noch. Genau, und ich glaube, wir schmeißen einfach viel dann wieder. Warte mal, können wir jetzt eigentlich nochmal mit dem hier sprechen? Über irgendwie Stuff? How do you do? Warte mal. Weil, man kann den jetzt nochmal drücken, so, hey, just kidding. How do you do? So about Phineas. You've changed your mind? Haha, got you. You absolute rascal. So about Phineas. You've changed. Got you. Absolute rascal. Ich frage mich, ob... Vermutlich geht es noch bis an alle Unendlichkeit. Es wäre witzig gewesen, wenn man das halt tatsächlich so... so oft einfach sagen können, so, ja, ja, ich hab ihn. Nein, ich verarsche dich nur. Ja, ja, ich hab ihn. Nein, ich verarsche dich immer noch. Ob das geht bis zur Endlichkeit. Oder ob man dann irgendwann mal sagt, an einem Punkt ankommt, wo es dann halt so, na ja. Achso, warte mal, stimmt, wir wollten noch hier mit der Sanita reden. How goes the hunt? I've been ruminating on it, and I decided, if you ain't killed McRed yet, I want you to hurt him a little before you do. Nothing excessive, mind you, but the scoundrel deserves a light beating at least before he kicks off. Stimmt, ja, wir wollten das noch machen. Vor allem, ich fand es ja so schade, dass ich habe ja jetzt das gemacht in der friedlichen Version. Aber Jinley hat nichts davon gesagt, so, ja, hey, cool, dass du es so gemacht hast, sondern einfach nur so ein, ja, cool, dass du es gemacht hast. Ich würde sagen, Flammenwerfer. Flammenwerfer hat Hunger. McGrad? Das ist McGrad. Das ist McGrad. Neighbor from above. What brings you to my little moonlight kingdom? Saw your letter from Rizzo. Galactic mushroom sounds like a great beverage. They rejected it again, didn't they? I thought I could take my fungus garden and go corporate, you know? Damn! Maybe I'm better off. Rizzo's wouldn't know innovation if it bit him on their backsides. You're a natural inventor, Mr. McRed. Don't let him get you down. Kind of you to say, engine gal. You're a lighter in dark times. How did you end up back here? Ship got impounded. The crew and I racked up a debt while we were grounded. And my baby got sold to Sublight. Scrapped for parts. That's bureaucracy for you. Piracy with a smile. Sounds like a lot happened to me. Am I your dark reflection? Shit, must be getting old. Stay here too long, and the groundbreaker drains you like a fuel tank. Und, ne, das war ja echt nett mit dir zu reden, aber there's a bounty on your head. I want to claim the reward. Listen to the fire of those convictions. This one's hungry for justice. Alive or dead? Rare or medium? What's it gonna be? How do you want me cooked,
bounty hunter? Hm. No need for violence. Give me your lights and the bounty disappears. My flame? Shit. Little flick here got me started on the pyro path. Fine. He's yours. Give him a good home. Don't worry, Mr. McRed. We'll treat Mr. Flick extra nice on account of he's your friend. You call your lighter Little Flick? I'll miss my baby pyro, but it beats losing my head. This court needs its king, and I'm one of a kind. Oh wait, engraving on here. Does it say Sunita on it? Keen eyes you got there. Sunita gave me this lighter. We had a carnal understanding a few years back, and she wanted me to have something to remember her by. Oh man. Lay it on me, boss. I'm good for it. You can come and go in my little kingdom. Just try not to piss off any of the gestures. Okay. Wir geben mal das an Sunita. Und eventuell schauen wir dann nachher nochmal ins Kingdom rein und stellen ihn mal unseren Leiter vor, weil unser Leiter ist ein bisschen größer. Unser Leiter macht nämlich das hier. In Plasma. Ich würde sagen, come on, er hat uns sein Feuerzeug gezeigt. Wir sollten ihm auch unser Feuerzeug zeigen. Oh. Das klingt auch irgendwie falsch. Egal, jetzt zeigen wir erstmal Sunita sein Feuerzeug. Was ihr Feuerzeug war. Und immer noch falsch klingt. Hey du. How goes the hunt? Nothing except. Does this have anything to do with your carnal Did understanding? he tell you that, did he? I might have kicked his ass from one end of the groundbreaker to the other a few years back. Whatever he reads into that is his business. Okay, but Captain McRed is completely dead. Here's his lucky lighter as proof. Here's the bounty payout. Nice work down there. With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. With that bastard McRed dead, there ain't much else in the offing. Not that I'm complaining, mind you. Sowas. So, warte mal, dann können wir jetzt eigentlich nochmal direkt auch Skills upgraden. Genauso langsam kommen wir tatsächlich an den Punkt, wo wir nicht mehr die Kategorie upgraden können. Sneak ist auch ein bisschen egal. Wir können es mal auf die 40, 45 heben. Danach würde ich mal sagen, die ganzen Dialogue Options, die hören sich eigentlich noch ganz gut an. Okay. Groundbreaker is now friendly. So, jetzt weiß ich aber nicht, was wir jetzt denn bekommen darf. Also ich meine, wir bekommen ja jetzt nichts Besonderes. Peter. Du darfst nicht Leuten einfach so dein Feuerzeug zeigen. Du musst schon fragen. Musst du mal ein Feuerzeug, by the way? Ja, irgendwo. So, wie gesagt, wir zeigen jetzt mal dem McRed. Irgendwie finde ich das schade. Neighbor from above. That's Ja. Weil, wie gesagt, eigentlich... Ich weiß nicht, haben wir hier irgendwie Reputation mit den Leuten hier unten? Weil, wie gesagt, guck mal, Feuerzeug!
Oh. Was? Nice. Dülülü. Montag. Seine Waffe heißt Montag. Witzig. Genau, dann looten wir jetzt mal hier auch alles. Abgesägte Schrotflinte. So viele netten Sachen. Einfach alle mitnehmen dürfen. So. Ist da noch irgendwer im Leben? Wie kannst du schreien? Du bist tot. Yes, you are. So. Junior is my college's law. When I started on Groundbreaker, I thought this would be my gateway to the stars, the beginning of my epic tale as a spacer. Now I grow shrooms for a bunch of outlaws, no, not even for selling, they just eat the damn things, but a handful. Some of the crew have been tripping for weeks. Suppose it could be worse. Heard of a sublight contractor who got dissolved into chemicals and flushed down waste treatment for stealing from Lilia. Now McRad, he's always happy to see me, called me his fungus lad. Update, McRad just set a man on fire for having his laces undone. Shit. Maybe I need to be more careful about what I'm growing, or to find something that calms him down. Time to experiment. Das klingt gar nicht mal so unsmart. Bisschen schade, dass man sie jetzt nicht irgendwie mitnehmen kann. Plasmakarte. Aber irgendwie total nett hier, das ganze Lore und so, dass wir es hier haben. Dass man hier tatsächlich dann mal die ganzen Dinge erfährt. Oh, come out, wherever you are. Don't want to hurt you, just want to kill you. I know, to some people that might sound like I want to kill you, but it's just, it's not personal. I'll keep quiet. Yes, keep quiet. Today's my birthday. Aw. Well, lucky you. Today's also your death day. Oh, ich fühle mich jetzt schlecht. Sie an ihrem Geburtstag umbringen ist halt schon nicht nett. Don't mess with us.
Max. Warum hast du sie an ihrem Geburtstag umgebracht? Das ist nicht nett gewesen. Schade, dass es hier keine Möglichkeit für Non-Lethal Kills gibt. Ansonsten hätte ich es jetzt interessant gefunden, jetzt einfach sie non-lethal, also Liz gonna außer be schon. pleased as pie when we show her these. Yeah, she will be. Also war sie ja schon, aber wird sie bestimmt auch nochmal sein. Alles geklaut. Ich glaube, dann haben wir auch alles. Hier sind noch Sachen. Wie kommst du jetzt auf dieses Lied? Ich wäre ja schon eher jetzt auf Plenum. Liebes Plenum. Plenum ist gut für die Resolution. So. Okay. Ach so. Ja, das ist tatsächlich wahr. So. Ach ja, stimmt ja. Wir müssen ja noch zu... Wir müssen noch zur Medical Bay. Was ist denn die Medical Bay hier? Wir müssen ja noch der Dings die gute Botschaft überbringen. Dass sie jetzt das eine Problem gegen das andere Problem ausgetauscht hat. Etwas schlecht fühle ich mich ja, aber sie wird halt nicht umgebracht. Das ist wenigstens etwas. Gut, wir hätten natürlich auch sagen können, wir verkaufen, also wir kaufen einfach ihre Schulden auf. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. Except being right. That's nice too. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. Why are you saying you'll work for me just because I helped Jesse? If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. What exactly did Jesse do for you anyway? She helped me win a bet. What was the bet? That's funny. She says she saved well, she saved your life. That's one way of looking at it. We were on a smuggling run planet side when our point man bet me I couldn't outrun a mantisaur.
And And as you can probably guess, the thing was faster than it looked. Probably would have caught me if Jesse hadn't picked it off. So she saved your life. Yeah, but the important thing is I won the bet. You really don't like owing people, do you? It's like people touching a cookie and leaving it in the box. It's just one of those things that gets under my skin. Well, welcome aboard. You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites, Captain. Mick and Max, I'll catch up with you on the ship later. Welcome to the crew, Miss Ellie. We're real happy to have you. So, Jesse. Got word from Udam, from the hitman who trailed me the other night. Seems I'm indentured to the board now. I ain't too elated about going exclusive, but it's better than winding up dead. You sure saved my skin, stranger. All debts between me and Ellie are cleared. Watch yourself while I'm gone. Aber nett, dass sie da auch glücklich drüber ist. So, Ellie. Dann rüsten wir dich doch mal aus hier. Ich finde die Outfits schon ziemlich cool. Ich hoffe, verdammt, wir müssen das vermutlich auch ein bisschen tauschen. Oh, sie hat eine nice Waffe, ich glaube. Und eine Automatic Pistol. Okay, eigentlich gefällt sie mir jetzt so schon. Ich glaube, wir lassen sie so. Helmet, Padded Helm, Lockpick, Goggles. Rein prinzipiell ist ein Bums, was sie trägt. So, Hauptsache irgendwas. Weil, wird eh nicht angezeigt. Streetwear Fancy. Oh, das ist super fesch. Das sieht richtig gut aus. Warum kann das nicht bessere Rüstungswerte haben? Werte haben? Wie war das? Ich habe, glaube schon ein paar Mal gesagt, dass die Leute sehr viel Firefly geschaut haben. Come on. Ah, schon cool. Das sind schon coole Klamotten hier. Ah, das hier ist schon noch ein bisschen more fancy. Okay, es sieht auch ziemlich gut brutal aus bei ihr. Okay. Party. Ich glaube, bei Rüstungen machen wir einfach eher so Style-Frage, würde ich jetzt sagen. Weil die Rüstung, das ist jetzt halt, das ist gar nicht so wichtig, finde ich. Aber guck, so sieht sie eigentlich auch ziemlich cool aus. So. Is it just me, or is Groundbreaker feeling extra chilly? Maybe you ought to help yourself to a piping hot frozen dinner. What are you saying, Martin? That's an Auntie Cleo's product. My law, what have I done? The company will have my head. Both of them. This is awful. Help me! Oh, Lord! Gotcha. What I wouldn't give to see the look on your face. This guy's real easy to fuck with. What kind of depraved mind would conjure such a nightmare? Ali, isn't she great? Agree to disagree. Now, if you don't mind, I'd like to put this behind us and forget it ever happened. Fair warning, you're still locked in one of the public terminals. Shit. Oh, shit. No, I mean, yeah, excellent. Yeah, that was intentional. As the face of Spacer's Choice, it's my honor to be a public figure. Who needs privacy when you have job security? Mhm. Sicher doch. Have a look.
Das, sehr überzeugend. Das Ding ist, eigentlich will ich auch... Na wohl, wir haben schon ein paar Plasma Rifles. Wir brauchen jetzt nicht noch mehr. Wir müssen eigentlich noch schauen, was die hier kann. Die Montag. Scheint mir eigentlich ziemlich gute. Das gleich mal testen. So. Und wir sind immer noch zu schwer. Ist ja ganz skandalös. Ja, wir können den ganzen Schmarrn jetzt auch stehlen, aber keine Lust. So, ich würde mal sagen. Fast Travel mal hier zu uns hier. Und dann können wir mal noch schauen, ob wir... Hail, Captain. Your return time is within 14% of the expected boundary. Is that so? So. Also dann Shockstick. Nein, Store. Ja, kommt das mal was, ob ich das brauchen würde. So. Okay. Wir haben unseren Schrott nicht verkauft. Ganz vergessen. So praktisch. Das ist halt ernsthaft schlimm. Irgendwie brauche ich davon nichts. Aber rein prinzipiell wäre es ja schon praktisch, wenn man es hat. So, warte mal, wie sind wir jetzt? Bei 66 von 100. Das ist okay. Oh, damit kann ich leben. Message for Teil to Runner from Blaine. It's just to let you know that I've given out the rest of what you know to the new know who. Sorry for the secrecy. You never really know who's reading these things. Appreciate you giving me the time of day. You risked your neck hiding into the community center. Grateful.
but I'd also appreciate it if you never told another soul about a business. I like my job and I should like to keep it. Bitte. So, speichern. Den ganzen Schmarrn jetzt irgendwie nicht mehr bei uns rumtragen. So, wir haben jetzt echt lange gebraucht, auch hier das noch zu Ende zu bringen, muss ich zugeben. Hey, Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? do you want to get the temperature on someone? Sure. So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my data pad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Comes from the heart, you'd say? Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. Made my chest hurt, kinda. Sounds like she likes you. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Ein Hallo, Illo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Ja, ist es nicht süß? Also, ein bisschen muss ich sagen, hätte ich auch. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze sehr, sehr schmutzig zu interpretieren, von wegen die Lady, die Hand an der Maschine liegt und dann gibt es Töne von sich, die Maschine. Gute Töne. Aber das muss man ja auch nicht. Man kann das ja auch romantisch sehen. Genau, mir geht's wunderbar, merkst du ja. Und so, wir können sagen, that sort of thing is plenty nice, but it's not everything. Or you're about the warmest person I've ever met. Deal with them. Können Sie mal. Ich würde jetzt irgendwie beides sagen wollen. The sort of thing is plenty nice, but it's not everything. To me, the best thing was always just sharing space with somebody. Feeling safe and warm. When folks start implying you're a little different from an automechanical, you start to wonder. I guess I just needed to talk. I'm feeling a touch better. Thanks for hearing me out, Captain. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay. He's so here we go. cute. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking. Isabel. Who's Isabel? Verwarte mein kleines Zuckerschneckchen. Nicht traurig sein, das ist bestimmt nicht was du denkst. Okay? Oh, that went downhill fast. You're looking a little rough. They were close, Captain. Like, more than friends close. Aber das erklärt auch, warum die Junlei gemeint hat, dass es bei ihr wohl keine Kinder mehr gibt, oder? Is she cheating on you? Wait, are you even dating? No. Wait, they were close, not anymore. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? Lost Hope? Wouldn't it be easier to talk to her about this Isabel person? Maybe for you. I
start thinking about all the things she could say and my guts start crawling up my throat. I'm so serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Ja, dann. Come on. Ich weiß nicht, wir sind ja noch in der Bay. Also komm, lass mal rausgehen hier. Party, Party, Party. Und natürlich hier. Den lassen wir hier. Wir machen eine Girls Night Out. Girls Night Out. Und dann gibt's Shots, 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 wie Eli schon will. Das ist doch gut an. Ach. Mir gefällt die Story, die Art, wie es erzählt wird, total gut. Mir gefallen die Charaktere. Es ist so schön. Es ist so schön und sehr erfrischend. Oh. Ja, dann aber schlaf du gut und träum was Schönes. Es war schön, dass du da warst und dass du reingeschaut hast. If it isn't the savior of Groundbreaker, what can I do for you? I don't know. I'm looking for a drink. Any Most recommendations? places are on the promenade deck. Big door yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. She'll set you right. Cool, vielen Dank. You need anything else? You let me know. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most hospitable port in the colony. Hallo. Seeing you. Schön, dass du da bist, Desela. Und herzlich willkommen auch an alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr hier seid. Wir spielen gerade die Outer Worlds. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Es ist eins der wenigen Spiele, die mich jetzt seit längerem Mal wieder echt so begeistern, wo ich denke so, ey komm, das will ich weiterspielen. Wir haben es nicht am Montag zum ersten Mal angespielt. Da haben wir fast das erste Kapitel in einem Stream durchgezogen, irgendwie 11 Stunden gestreamt. Was jetzt nicht ganz so unüblich ist, aber trotzdem. Und genau, und dann haben wir jetzt hier am Mittwoch Kapitel 2 angefangen. Grob bis zur Hälfte durchgespielt. Wir sind jetzt grob am Ende von Kapitel 2. Also haben jetzt hier fast alle Quests fertig gemacht. Und wir haben hier, sind gerade bei den... achso, ja, hier. Pavati. Wir sind gerade bei den Personal Quests. Komm mal aus dem Licht raus, das steht dir nicht so gut. Genau, also sie hier, sie hat uns gerade ein bisschen was über sich eröffnet. Sie hier steht nämlich total auf die Jinlei. Und hallo Malitha, schön, dass du da bist. Oder Malitha? Falls ich irgendwas falsch, falls ich irgendwie falsch genannt habe oder ausgesprochen habe, dann sag mir Bescheid. Genau, die Pavati, sie hat sich uns gerade geöffnet und sie ist tatsächlich... So, how's this work? Do we get a table? Stand in a corner? Achso, warte mal, genau. Bevor wir es so weiter reden lassen. Genau, sie ist anscheinend tatsächlich lesbisch. Aber sie ist auch Ace. Also, das heißt so, sie hat uns gerade eröffnet, dass sie halt damals in ihrer Heimatstadt, da hatte sie ja schon irgendwie mal Beziehungen, aber dann war es eigentlich nie das Richtige, weil dann meistens kam das dann mit dem, ja, hey, lass Sex haben, und sie so, ja, interessiert mich nicht so sehr. Was dann bei vielen Leuten eher so auf einfach Malü, okay. Was dann nicht so auf, ja, cool stieß bei den meisten Leuten. Und genau, deswegen hat sie da schon echt schlechte Erfahrungen gemacht. Und jetzt hat sie hier hat sie von der Jinlei eben so ein schönes Gedicht bekommen von einer Maschine. Also die sind nämlich beide Mechanikerinnen. Richtig cool. Beide Mechanikerinnen. Die eine ist halt hier Captain von diesem Schiff, auf dem wir gerade stehen. Und sie ist jetzt halt, die Pavati ist jetzt noch Anfängerin, gerade aus dieser Stadt quasi geflohen. Und ja, jetzt ist sie, fancied sie dir halt, hat so einen kleinen Crush und die schreiben sich ganze Zeit und schreiben Nachrichten. Und jetzt hat aber Jinlei irgendwas von einer Isabel geschrieben, mit der sie mal zusammen war. Und jetzt weiß unsere Pavati nicht so, letzte Woche, vor 10 Jahren, wann war es? Oh mein Gott, so viel Anxiety. Und jetzt hat sie gemeint so, wir müssen jetzt ein Trinken gehen. Und ich so, hey, willst du nicht lieber mit der Jinlei drüber reden? Nee, wir gehen jetzt ein Trinken. Okay, dann komme ich mit. So. Okay. So, aber dann, Leila, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für dein Raid auch. Warte mal, wir lassen nochmal einen Shoutout da. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, dann schau doch auch noch bei ihr vorbei. Ich glaube, bevor ich jetzt hier mal einen Shoutout mache, ich sollte raten, und es wäre vermutlich sowas wie hier, nee, nicht Project Zoo, Planet Zoo, vermutlich, oder? Und?
Ich liege komplett falsch. Ashley Clark, Secret of the Ruby. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Wer, Maltha oder Malü, willst du mir erzählen? Ah, nicht weiter daneben. Ja, ich habe doch nämlich auf Twitter mitbekommen, dass du doch da Dinge tust. Genau, also. Sehr, sehr cool. Genau, übrigens hier, das ist das Perk-System von den Companions. Das heißt, sie ist jetzt direkt auf das Level hochgeschossen, auf dem auch Pavati schon ist. Das heißt, wir müssen nicht sie noch irgendwie hochleveln, was ich ziemlich gut fand. Was denn das Ashley Clark Secret of the Ruby ist. Genau, wir machen jetzt hier einen Test. Haben deine Zuschauer aufgepasst? Wimmelbildspiel. Ist witzig. Als ich den Namen gelesen habe, habe ich mir schon sowas grob gedacht. Das klingt so nach einem Wimmelbildspiel. Naja. Und dann gute Nacht, Leseela. War schön, dass du da warst. Genau. Warte mal. Ich glaube, ich muss dich irgendwann nochmal fragen, ob du schon hier Juventures gespielt hast. Das ist ja auch so eins. Na, die klingen alle so, haben so irgendwie so einen Namensaufbau irgendwie. Und das klingt dann alles irgendwie ähnlich nach dem. Das ist witzig. So, genau, einmal Radical Skill und ja, komm, hier auch mal das hier und das nächstes. Cool, Blei. Genau, alle 2 Levels können wir tatsächlich hier ein Upgrade machen. Wir können auch hier Verhalten irgendwie bestimmen. Wir können sagen, so, ja, was soll sie eigentlich machen? Sie ist jetzt auf aggressiv gestellt und sie kämpft mit gemischten Waffen. Sie hat hier einen Dolch. Ich glaube, es ist ein Giftdolch. Und eben hier diese Plasmapistole. Und ich finde einfach den Stil von dem Spiel einfach so verdammt awesome. Also wirklich. Also hier diese Kleidung. Das ist jetzt eigentlich könnte ich sie auch diese Rüstung tragen lassen. Und damit sieht sie auch irgendwie tough aus, aber. Oder halt die hier. Aber ich fand jetzt die hier, die sieht viel cooler aus. Einfach weil es dieser Space-Western-Stil aus Firefly ist, den ich so sehr liebe. Insgesamt, das gesamte Spiel, ich glaube, dass die Leute, die es gebaut haben, die Artists vor allem hauptsächlich, die haben so viel die sind große Firefly-Fans, so behaupte ich. Ich bin der festen Überzeugung davon, weil es einfach zu sehr sehen die Dinge danach aus. Genau, auf jeden Fall hier, die Pavati, die hat jetzt so ein bisschen Kummer. Und jetzt gehen wir halt mal hier ein Trinken, ne? Probably my mother. Auntie Cleo, that's who. Have you given your auntie a hug today? No. This is Halcyon News. Nein, zu dir wollen wir nicht. Wir wollen zu der Vera. Hey Ellie, having your usuals? Not today. I'm on the job. Never thought I'd see the day. A new face. What's your pleasure, stranger? What do you know about Chief Genlei? There's nobody who knows more about the station's guts. Any system you could name, June's crawled around inside and made it better. She doesn't come around here often, though. Don't see her as much of a drinker. Too straight-laced for that. Schade. Nothing right now, thanks dann. So, warte mal. Und dann, was machen wir jetzt? Sitzen wir jetzt hier irgendwo rum? Können wir uns irgendwie hinsetzen, oder? Verena. Okay, so what are we drinking? You're the expert. Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Are you sure you want to do this? You seem nervous. Genau, das ist auch das Schöne. Wir haben jetzt immer wieder diese Gesprächsoptionen, die halt nur deswegen gehen, weil wir zum Beispiel Perception auch, hochgestuft haben. Das machen wir ganz am Anfang. Ganz am Anfang legen wir es einmal fest und wir können es danach nicht wieder verändern. Das ist ganz wichtig, tatsächlich. Wir haben andere Sachen, wie zum Beispiel also Skills, wo wir dann zum Beispiel lügen wollen, dann müssen wir halt über 40 Punkte kommen zum Beispiel, oder Intimidation, also jemanden einschüchtern, aber auch über dann irgendwie 50 Punkte kommen oder so Sachen. Aber das sind so Sachen einfach nur, wenn man Perception geskillt hat, ganz am Anfang, als man seinen Charakter erstellt hat, dann kann man diese Sachen machen zum Beispiel. Are you sure you want to do this? You seem nervous. Oh, no, that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know.
I've just been lying awake, thinking about what Junlei said, and I feel my heart shake. Oh. I'd start with beer, but you said in Edgewater the smell made you sick. How about wine? Oh, wow. You remembered. Well, that's fruit and such, right? Okay, wine it is. Bottoms up. Good choice for getting sloshed when you want to act fancy about it. Wow, this is really kind of nice, actually. Who'd have guessed old fruit could taste so good? Oh, Captain. I'm pining for Junlei something fierce. What am I doing? Generally or specifically? I mean, just with Junlei. I don't know what to do about us. Stop by telling me why her messages got you so unsettled. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. What she'd actually write in the messages you haven't said. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? What is this really about? Tell me. I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nose. Come on, let's get you some water. Come on, Captain. I'm here to drink. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. Aw, this was just about to get fun. Ah, shoo. Shush you. Captain, I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but I'm so scared. Dann, Mali, schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Und falls du mal gerne wieder reinschauen willst, mach das doch. Bist immer hier willkommen. Und falls du immer wieder neue Indie-Games sehen willst, dann definitiv lass ein Follow da. Ich zeig die hier ständig. But what? What are you scared? Everything? I got a solar system's worth of terrifying questions swirling around my head. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? Ach, what if we get together sowas. and Und ich hab's she gets vergessen. bored of me? Es tut mir leid. Oh. Es ist so cute, ihr zuzuhören. Es ist so verdammt cute. Ah. There's an easy way to get answers to all those questions, you know? There's nothing easy about spilling your guts to the person who's got your heart in their hands. You know I'm not interested in physical affection. I know. Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? Bye. Then you go your separate ways. Can't control how people react to you. Even people you care about. What do you mean, Captain? The only thing you can control is you. So if I'm doing my very best to be kind and open-hearted, I shouldn't worry how she thinks of me? Gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts. We all do. There's something wrong with them. All do. Well, I suppose so, but
I want to be my best self for her. A good person, worth caring for. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... Wow. So much to think about. So are you going to ask her out? Oh gosh, I don't know, Captain. Do you think I should? Yes. Persuade. You're still unsure? Yes, just ask her. All right. There's no need to strip your screws over it. Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Nein, wir gehen jetzt direkt zu Thanks for ihr. hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain. This was fun. We should do it again after you send that message. Huh. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Ah, es ist ernsthaft. Bestes Spiel, Mann. Wirklich, bestes Spiel. Und ich will noch immer dieses Poster klauen. Können wir das irgendwie machen, dass sie uns nicht sehen? Ich will dieses Poster klauen. Dreckverdammte Axt, ey. Guck mal alle weg hier. What do you think you're doing? Nothing. Oh, I guess, never mind then. I love this bullshit. Das ist so gut. Komm, 1% Negative, das kann ich mir erlauben. So, das ist mir scheißegal, das Poster ist jetzt meins. Fertig. Ich hab eure scheiß Klimaanlage hier gefixt. So, das habe ich mir verdient. So, wo ist Engineering? Hinten. Wir gehen da jetzt hin. Dann guckst du sie nochmal an und schmacht es meinetwegen nochmal. Und dann gehen wir da erstmal weg. Dann weißt du so, warum du... Hier, ne? Genau, damit die Leute auch mal wissen, warum die hier so rumschmachtet. Oder für wen sie rumschmachtet. Für die hier, die Jinley Tennyson. Dr. Fenhill, I hope you've reconsidered my offer to stay on full-time. My crew are never short on dents and bruises. I'm trying to live a more balanced life. Gun in one hand, scalpel in the other. I already knew it'd be easier to teach an automech heart surgery than to change your mind. Fair travels, Ellie. Ah. You two know each other? Groundbreaker's a small town in a big ship, and anyone who spends any time here gets to know Junlei. We don't see a lot of competent surgeons on Groundbreaker. Dr. Fenhill is my on-again, off-again freelancer. I take it she'll be joining your crew full-time? I don't like to put a label on things. Let's keep it casual. If you ever decide to settle down, there's a home for you on Groundbreaker. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur von dem Gespräch von vorhin so die Stimmung aufgeheizt ist, aber ich habe gerade hier sehr viel Tension gespürt. Ach ja, genau, also das ist hier die Jinley, Ellie, die jetzt neu dabei ist, und Parvati. Ach da, ich dachte schon, sie hat sich irgendwo versteckt. Das wäre so witzig gewesen, wenn sie tatsächlich sich irgendwo hier so am Türrahmen versteckt hätte und einfach nur so reingeguckt hätte, so, oh nein, da steht sie, meine Göttin. Sie darf mich nicht entdecken. Oh nein, sie hat hergeguckt. Das wäre schon witzig. Aber gut, lassen wir jetzt zum Schiff zurückgehen. Und damit hier Parvati ihr schreiben kann, anstatt dass sie ihr offen ins Gesicht sagt, hey, du bist toll, ich fänd's cool, wenn wir tolle Dinge miteinander tun. Vielleicht nicht Sex, aber andere tolle Dinge. Ach ja. Und allein, dass es diese Geschichte hier drin gibt. Wo ist mein... Achso, das ist mein Schiff. Ich dachte, mein Schiff stand dort. Und dann stand da kein Schiff mehr und ich dachte so, shit, irgendwer hat mein Schiff geklaut. Aber nein, das ist mein Schiff.
So, noch ein paar Dinge klauen. Wurscht. Wurscht. So, und wo ist das Poster, ey? You're back. Not that I missed you. I assure you, I am not capable of such emotional capacity. Ja, bla bla. Ich will das Poster sehen. Ada, wo hast du das Poster aufgehängt? Sam. Ich fände es super cute, wenn jetzt irgendwo hier so ein Poster von ihr aufgetaucht wäre. Oh shit, ich hätte den Felix halt doch hier aufnehmen können. Okay, wir müssen nochmal raus. Bullet riddled leather jacket. It's distressed. It is. Spacer's choice, Fahrzeug. Trauma kit. Scissors for gauze, scalpels for wounds, and handheld laser wands for flawless complexion. Mysterious bottle of hooch for disinfecting equipment. Probably. Guck, hier ist das Poster. Most Earth-like planet ever discovered. Terra 1. Something on your mind? Sure. If we're going to work together, I'd like to know more about you. I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. What's a zero-G cocktail? It's a mix of whatever you've got on hand. Usually zero-G brew with some Spectrum vodka if you're lucky. Purple berry shake if you're not. Inventive. I like it. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make a few more until you do. Do you have much experience contracting out with other captains? Sure do. Some of it was even legal. Ooh, scandalous. You weren't joking about being a pirate. What gave it away? It's the hair, right? Or maybe the ammo belt? I had it custom made. Wait, you want to look like a pirate? Gotta advertise your business somehow. I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. That sounds reasonable. Glad to hear it. It's worked for me this long. I was hoping to know something more personal about you. Well, my blood type is AB positive. I'm a Leo, and I despise Space Hospital. Never mind what anyone else tries to tell you. That about covers it. Where are you from? How'd you get into this line of work? Oh, come on. That stuff's boring. No, it isn't. You're reflecting. Look, the thing I've learned about living in close quarters is that you've got to give people room to breathe. I'm all for making a few bits together and having fun doing it, but let's keep a little professional distance. Aww. Okay, let's get back to business. No complaints here. Oh! You serious? I thought we were getting Oops. along just fine. Stick around. Ich habe jetzt auszusehen, ich wollte rausgehen und hatte gedacht, dass da jetzt 2 jetzt die Dings ist. Verdammte Axt, ey. So. So. Hey, Pavadi. What you doing? Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. Some of the drinks we tried I even liked. I guess it's not all disgusting. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me.
Kein Problem. Everything for my crewmates. Did you talk to Jinlei? I messaged Junlei when we got back, and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. Were there any funny typos? Oh, she called mashed potatoes smashed potatoes, but I think maybe that's just what they call them on Groundbreaker. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. So Junlei does like you, and she said it in the most awkward way possible. Oh, isn't she sweet? Like one of those two-bit romances where one soul's all stiff and formal, and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. This is cute as fuck, man. I approve it. I, as the captain, want to be the person who, I don't know, holds the marriage. So, wir haben jetzt die Dialog, die Stealth und die Technical Skills nochmal auf den Level gehoben ist, wo das irgendwie wichtig ist. Jetzt geht's an die Gameplay-Dings. Ich würde sagen, wir erhöhen mal unseren Leadership. Das ist ganz gut, glaube ich. So, damit das hier beides mal bei 20 ist. Dadurch schalten wir nämlich hier diesen Perk frei, Novice. Oder den, keine Ahnung, Skill Unlock. Und anschließend schieben wir den Rest hier in, I don't know, Ranged. Irgendwas, was bei so einer Schwelle ist, ne? Ja, komm, dann machen wir es hier. Ranged. Da haben wir Handguns 15. Accept. Okay, mit C und V können wir die Abilities der Companions befehligen. Sehr gut. Und wir haben jetzt also den weiteren Perk-Punkt. Das heißt, wir können hier irgendwas tun. So, würde ich mal sagen. Kann man mal einfach das hier, glaube ich, zum einfachsten. Ja. So cute. So, können wir auch kurz schauen, ob die noch irgendwie andere Gesprächsoptionen I haben. could probably spend years fixing this boat, stem to stern. Nein. Also auch wenn wir sie jetzt rausschmeißen würden, ich glaube, sie wäre glücklich, weil dann könnte sie einfach hier Zeit mit Junlei verbringen und dann so, ja. So, Felix. I'm coming for you. Du da. Fancy running into you again.
Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. I think so. Well, you're pretty eager to throw in with somebody you barely know. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Tell me why I should hire you. Wait, temperament? Oh, okay. Well, can you give me a couple of pointers? Don't beg. Tell me why I need you on my crew. Hey, that's good advice. I like the way you think, boss. Besides, not like there's a line of folks standing around hoping to get on your ship. I'm persistent, I'm eager, and I'm showing initiative. What else do you want on your crew? I haven't made up my mind about you. How about an interview? Sure, an interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Ask me anything you like. Good, mate. What's the value of pie? It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust, maybe with a little cream on top. Classic. What's the biggest flaw? The foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. Are you any good in a fight? Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. Yeah, perfect. You're hired. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. You know I won't pay you, but we'll see you in the ship, Alex. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. You got a crew now, Felix. He's vanished. Ali, how did you do that? Okay. Have either of the assault cruisers ever put into Groundbreaker? You kidding? The chief wouldn't let it. So, dann haben wir jetzt auch noch Felix daher geholt. Und dann können wir jetzt auch weitergehen. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Oh. What is it now? What you reading, Max? If I tell you, will you leave me alone? Probably not. What is it with you and books, anyway? Some of us like to improve ourselves, Dr. Fenhill. No, I mean keeping those paper books. You got the data pad. Why waste the cargo space? You one of those people who wears reading glasses to look smart? Okay, müssen wir jetzt eventuell entscheiden zwischen den beiden. Ich muss dazugeben, ich würde eher zu Ellie halten als zu Max, weil Max ist eher so ein... geht mir ein bisschen auf den Sack. You caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? Warte mal. Muss man mit Ellie reden? Ellie? Vanished. Was zur Hölle? Okay. Ist er ein Kind? Figured I should start writing my thoughts then, just in case I ever start losing my mind. Signed, Felix. Praise of Arson. This contraband collection of essays by an anonymous anarchist calls for total destruction of the corporate establishment in the apparatus of oppression. The book looks like it's never been opened.
Signed by the two of the greatest player in the league, Saren and Cameron Fraser. Dissident Hunters Special Edition. Can Agent Khan rescue Auntie Cleo from the clutches of the Weekenders? Dum dum dum. Violence is not the answer. Violence is a question. The answer is yes. Jetzt ernsthaft mal. Wo ist unser... Ach, da bist du. Hey there. Something on your mind? Ach so, hätten wir währenddessen mit denen reden müssen. Eventuell. Okay, dann... Dann machen wir das halt nochmal. Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink upstairs. Ach was? Ach, diesmal ist es ist random, was passiert. Interessant, okay. Hm? Ah. So then I says, fine, I'll pay you back for all of it, with interest. Nice one. You must have had them quaking in their heels. I mean, I wasn't really gonna do it. I just wanted to make him feel bad. Pay you back with interest. I gotta remember that one. Something on your mind? Achso, ne, man kann einfach nur zuhören. Sorry, go on. No, go on. Oh yes, Teil, go on. Don't mind me. Burp. Okay, das sind tatsächlich also nur Gespräche, die man so mal anhören kann und die man aber nicht irgendwie auflösen muss. Man muss also nicht irgendwelche Streits schlichten oder so Sachen. Also alles gut. Good to see you, boss. So, how'd you end up on the Groundbreaker? Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child, abandoned at birth in the back bays. Mm-hmm. And then you were raised by pack of sprats, right? That's right. Can't get anything past you, boss. Honestly, before you picked me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. I always wondered when my ship would come. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. I have a hard time believing you were invisible to anybody. Yeah, because I got sick of being ignored. Got sick of being a nobody. So yeah, I made some noise. Got in a couple scraps. Nobody else in the Groundbreaker is going to look after you. So you had to look after yourself. Learned that real quick. That's how it is in this colony. Nobody gives a damn about you. That's exactly what I've been saying. The system doesn't care about the individual. We're only as valuable as our jobs. Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. The foreman and I never got on. Right, the incident with the tossball stick. Could be I was overreacting. A better man might have turned the other cheek. Exercised a little bit of that, what's the word? Restraint? But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick, that felt good. That felt real good. You ought to try it. Oh, nur wenn man tatsächlich One-Handed oder Two-Handed Melee 30 hat, dann kann man dem jetzt so sagen. We have a disagreement. I expect you to be civilized. Oh, I can do civilized. Proper civilized too. Genuflecting and everything. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up, I'd still be back at the docks, waiting for the day my ship arrives.
I'm glad you're not wasting your life hauling boxes. Yeah. I guess my ship did arrive in the end. I've got you to thank for that. Thanks for listening, boss. Let's get going. Okay. Bin mal gespannt, ob der auch so eine Personal Quest hat. Hey there. Ouch. Ah, was? Acrophobia. After after repeatedly falling down from great heights, you no longer function well when the ground is far beneath you. Phobic dexterity. No, reject. Don't like this. So, dann, wir können jetzt mal zum Relay darüber fliegen. Und das hier mal kurz anschauen. So, Ali, Pavati. I'll lock up behind you. Thanks, Ada. Schema aus dem Lurk. Zeit reicht dicke aus. Habe jetzt alle eine extra. Dann ist ja gut. Gut zu wissen. Und schön, dass du da bist. Warst du jetzt da, als wir jetzt hier den kompletten... Also ich glaube, That's different from the ones I've seen. Shouldn't be so hard to get it patched up though. Perfect spot for some peace and quiet. Genau, wir hatten jetzt... ich glaube, wir haben die komplette Auflösung mit ihr. Und Junlei. Und ich finde, die Story ist total geil erzählt. Ach, okay. Borrowed. Oh, tatsächlich. Wish I could do that. Auto mechanical home security controls system. Please select from the following options. Display unit status. Charging routine. Set portal designated area. Hostility. Kill on site. Alexander J. Frey. Okay. Begin charging cycles. Okay. Cool. Das heißt, die sind jetzt kein Problem mehr und kümmern sich nicht mehr um mich. Sehr gut. Security Auto Mechanical Manual. Leider nicht alles mitbekommen, bin im Video mit meiner besseren Hälfte. Sag hier liebe Grüße. The instructions printed in this manual have been covered by a mostly illegible scrawl. Entire paragraphs are crossed out with frantic lines of dark ink. In some places, the pages are torn through from the force of whoever wielded the pen. One section describing the correct procedure for setting auto mechanicals on a proper charging schedule is mostly untouched. Random letters with the text are circled as though the owner were trying to discover some message hidden within. Okay. Town and country. Oh, warte mal, können wir jetzt unsere Leute noch anders anziehen? Fuck yeah, das sieht gut aus. Das sieht... Ah, warte. Warte. Nächstes Mal, wenn du Juliet triffst. Das hat so viel fucking Style. Das hat schon viel Style. Come on. Das Witzige ist ja auch, dass ich sag so, okay, nicht ich ziehe das an, sondern Juliet zieht das jetzt an. Juliet. Hier verwarte ich dir das an. Das Ding ist, der Vorteil ist nämlich, dann kann ich es auch immer wieder sehen. So, phrase journal, a beautiful dream. Last night I dreamed and it was beautiful. The streets of Byzantium were decorated with crimson streamers that laughed in the breeze. They asked me to take them, to give them to my special ones. I gathered the crimson in my arms and felt so light, so happy. I turned and Delilah was beside me. I did not question why my supervisor was there. Her eyes are full of the emotions I know she feels but dares not show at work. I wrapped her neck in crimson, tying it tight as a scarf on a cold day. So beautiful. Then the crimson on her neck opened as a second mouth and began screaming. When I woke, I was scared. The dreams are so real now, and this time I recognized the face. I had to leave work early today. Every time I looked at Delilah, I had a whisper in my mind about how beautiful she would look with a touch of crimson on her neck. Her neck. This must stop. This is not who I am. This is not who I will become. I must find help. Oh no.
Dude, wenn ich jetzt hier überall aufgeschlitzte Leichen finde, dann bin ich sauer. Oh ja, und disgusted, aber sauer. Na gut, das sind die Chargen. Das heißt, wir sind hier safe. Müssen uns nicht fürchten davor. Okay. Also ich weiß es nicht, ob das mich electrocuted oder ob das einfach nur der Sensor ist. Hä? Jetzt bin ich irritiert. Wo ist da irgendwas explodiert? Wir haben doch... Ach, das ist das. Ah. Okay. Shotgun. So viele Minen. We're doing this. You okay, Captain? Sure. Sehr cool. Phrase journal escape. I've had to start a new journal. I cannot read my previous entries without the whispers tempting me. The whispers do not stop. Every person I see, the whispers tell me to help, help, help them. They show me the pain and longing hiding in their eyes. They tell me how these people want, no need, the gift I can give. All it would take is a few moments with a blade, a bright, bright, bright fountain of crimson to delight the eyes, and all of their pain would be gone. I could do it. I know how to help them. It gets harder and harder to stop myself. I saw a friend today, an old friend from school who's and now a doctor for Anticleo. I told him about my dreams. Nothing outright. Oh no, I'm not so foolish as that. I told him it was an old book I'd found and described my dreams and whispers as happening to a character in the book. I asked him how he'd help this character. He looked at me and he knew. He knew. The whispers told me to end his pain, that he'd tell. He would tell. I got up and left quickly. It did not hurt him. No. I have to leave Byzantium. He will tell. They'll come for me and look me away. I must find a secret place. A place I can be alone. A place with no whispers. Ah, okay. Der Typ, der war in Byzantium und ist hierher gekommen, weil er keine Leute umbringen wollte. Ja, shit. Ja, shit. Cool, Chips. Janitor. Okay. Here we go. I'm warmed up now. Ich weiß jetzt nicht, was mit Janitor ist, ob wir den auch umbringen können sollen. Täter tun. Oh, es gibt eine Mark II Pistole. Eventuell gibt es dann auch eine Mark II Plasma Rifle. Examine. Fry's journal, the source. The whispers have a source and I have found it. I've taken refuge on an in-orbital relay station. It's smaller than a worker's hovel. Barely a few thousand square meters, but sufficient for my needs. I was able to flee Byzantium with enough bits to purchase supplies to last for decades.
It was strange being among common people on a groundbreaker. The whispers barely stirred at the sight of the ill-fed, scarred, and unwashed bodies. If only there were a few freighters docking there, bringing real people from Byzantium. I could almost have made a home free of temptation. Free. As I made this place livable, or as much as it can be, I started hearing the whispers from the relay terminal. They told me to listen to the voices traveling through the aether to reach me, calling out to help them, alone, lonely, needing my help. I found a way to power down the transmitter. No more voices in the aether, and no more whispers. I fell silent. It's what on me. It's not. I'm not this foul thing that I have feared for so long. It was the voices in the aether trying to hurt me, trying to make me hurt others. But I was stronger than they. I have defeated them. I've already begun making plans to return to my home. Now that the whispers are defeated, I can resume my life again. I can't wait to return. I miss my family and co-workers so much. Especially Delilah. Hey there, Delilah. What's it like in New York City? Was los? Habe ich schon mal erzählt, dass ich echt schlimm bin mit so Musik. Dass sobald nur ein Wort kommt, das mich an irgendein Lied erinnert, dass ich dann meistens anfange, es zu singen. Ja, das tue ich. Yep. You probably don't need my diagnosis, but he's definitely dead. Poor fella. You think he did it to himself, Captain? That's real sad. Okay, also, dann lesen wir mal. Phrase journal, forgive me. I was so wrong. Wrong. The whispers did not stop. They've returned. They howl at me, demanding I return home and bath the streets in crimson. Bright crimson. Beautiful crimson. I can think of only one way to end this. Forgive me, Delilah. Oh. Sad. I'm be sad. Hey there, Delilah. Like in New York City, you're 1,000 worlds so. Here we go. Pavati, nein, ich will dir nicht in den Hintern schießen. Oh, mit 96 Hacking wird das gehen. Okay. Schade. Sehr, sehr schade. Aber das haben wir nicht. You gotta teach me that. Warum auch immer es cooler ist, von hier oben anzugreifen. Vielleicht, weil die dann eigentlich sehen, wann Sneaky angreifen kann? Wer weiß. So. Schauen wir uns das mal hier. Was hier noch so finden. Oh, The Vermin. Da gibt es also eine Pistole, die sehr, sehr nice aussieht, wenn ich das gerade richtig sehe.
Ein schicker Revolver. Na, testen wir doch gleich mal. Genau, weil wir haben da nämlich noch den Janitor. Ich glaube, den können wir auch erschießen. Ich bin nicht ganz so sicher, ob es okay war, ihn so umzubringen. Aber war schon okay. Wir haben XP dafür bekommen. Activate Relay Transmitter. Nein, nicht schon wieder die Banane. Sorry, dass ich auch gerade erst gesehen habe. Routing power transmitters array. Pathways are synced. Conducting power test. Power stable. Initiating transmitter array diagnostic. Diagnostic report that 26 of 28 errors are functional. Operational. Ping has been received. Continue. Untransmitted messages detected in memory cache. These messages will be downloaded to physical storage medium. Initiate copy sequence. Copy completed. Also message have been. Okay. Na toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Sundi, ich finde das unverantwortlich von dir. Einfach mir diesen Ohrwurm dahin geben und dann weggehen zum Wäschewaschen. Oder Wäsche machen. Das ist nicht okay. Absolut nicht okay. Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink upstairs. You ever notice how our crew's a lot like that crime family from the Masked Marketeer? So who's Parvati? You remember the youngest daughter who always does what she's told, but in the season finale she murders 12 people with a knife? Parvati. It's always the quiet ones. So ein Schmarrn. Felix, if you don't want to be one of the 12 getting murdered, don't tell those stories. They're stupid. The repair station is currently idle. Hey, Captain. I got a thing I want to ask you. It's kind of big. Ah. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Show what do you need? I was thinking about what you said before, after we went to the Lost Hope on the Groundbreaker. I reckon you're right. I think I'm ready to stop fretting and fussing and ask Junlei to go steady, straight out. And I'm thinking of doing it here, on the ship. Oh, that's sweet. How can I help? I was kind of hoping you'd offer. The thing is, I can't ask her over like this. I mean, look at me. I'm all covered in engine grease and I ain't showered in nigh on a week. What are you talking More about? like sweat most days and, well, don't look too close at my fingernails. I was thinking, hoping, we could stop by Groundbreaker for bath supplies. Groundbreaker's got a lot of vendors. Where are you thinking? Oh, that nice older lady in the rest and go, Miss Gladys? She seemed to know lots of things. Maybe she knows where to find fancy soap. Okay. I mean, only if you're not busy. Or when you're heading through Groundbreaker for something else. You don't gotta change plans on account of me. Anyhow, next time we dock in Groundbreaker, let me know. Because I want to come with. Sure. Also, you look nice. You're dressed sharply. Go on. Genau, also jetzt hier Reise rüber, Groundbreaker, müssen dahin.
Irgendwann später gehen wir noch nach Monarch. Destination reached. A groundbreaker. So, alle. Und Pavati. Oh, ich fände es so cool, wenn irgendwo noch das Zitat käme. Also wenn noch irgendwo irgendwelche Zitate aus Firefly kämen. Ich würde mich so freuen. Ouch. Wait, lost hope. Hurston go. It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. Care to listen with me? Sure. My engineer is looking to do some deep cleansing. Want to press Chief Junlei. I think I got just the thing, my dear. A few years back, Auntie Cleo's put out a home makeover kit, and I snagged a couple for myself. High-grade shampoo and conditioner, scrubby brush, a nice lotion, that sort of thing. I still got 'em too. What's the scrubby brush for? Cleaning around your nails, sweetheart. Gets the engine grease out. Makes your hands soft. Most folk don't got the time. Or bathtubs for such, me included. I'll let you have one on clearance. You want rosish, mock apple and cinnamon, or refurbished ship? You got a preference, Pavati? Oh, gosh. We never talked about what kind of smells she likes. I think pretty much every spot on Groundbreaker just smells like old socks. It comes down to what sort of intent you got. If I was looking to do a spy job over in engineering, I'd be safe with refurbished ship. Now, if I was a young thing trying to come on all precious-like, I'd probably go with rosish. But if I was doing it for my own self, I'd pick mock apples and cinnamon. I guess you could eeny-miny-moe it? Take your time, dear. A lady's scent says a lot about her. Also, schwierig. Super schwierig. Weil ich würde das jetzt nicht für sie verkacken. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so diese Frage jetzt bekommen. Also, das Ding ist, die sind beide Engineers. Das heißt, rein prinzipiell so ein Schiff wäre vielleicht nicht scheiße, weil das mag sie ja eh den Geruch vermutlich, wenn sie Engineer geworden ist. Aber andererseits wäre vermutlich auch mal so was anderes, so, ne, auch cool. Und vor allem, wenn es hier so um romantisches Krempel geht, dann wäre es schon nice. Deswegen sind 1 oder 3. Warte mal, war das? Take your time, dear. Also wir speichern das jetzt an dieser Stelle einfach. Dann machen wir eins davon. Und wenn es mir nicht gefällt, dann laden wir nochmal. Gladys, what are you talking about? Okay, wir nehmen Rosish. We didn't have anything rosish in Edgewater. I heard it smells real pretty, though. I'll just wrap that up for you, since it's for a special occasion. I'll pay for that, ma'am. Thanks for being so helpful. You're welcome, dear. Okay, dann. Want a charming copper kettle off that girl who Ah, Plasma Carbine. Oh, das sieht nach einer netten Waffe aus.
Oh, die hört sich eigentlich ganz nett an. Was sind das hier? Salvages Helper. 480 DPS. That's nice. Könnten wir hier die beiden holen. The old datapad contains incident reports from Maris Maldat security patrols. Most are simple details of simple fines and dust-ups between the crews of Wildcat freighters and Hobbit holders. Changes have been marked for later review. August 7th, 2344. Responds to a code to ID10T at the Lost Hope. Vera asks us to ban some back bay rat that got himself soaked in Spectrum Red. Drunken fool got into a scuffle with one of engineers Tennyson's people. We tossed the rung leech back down to the base. Asshole followed us the entire way, telling us we'd be sorry once he controlled the hammer's power. If this is some new Hammersmith marketing stunt, I'm complaining to Sanita. October 25th, 2344. Had another run with the rung leech from the Lost Hope. Don't know how Uppity Piker crawled out the back base without us noticing. Locked himself into the repair bay off of docking slip 13 and refused to come out. Kept raving about the weapon's chaotic beauty or some shit. While we were trying to talk him out. Had to break off when your shift ended. Hullhead's gotta come out eventually. Ach, schade. Das haben wir eh schon gehabt. Da haben wir jetzt Geld schon verwendet. Ist nicht so schlimm, weil wir haben 50.000 irgendwie davon, aber ja. Nö. Hier, sell. Speedy bleedy. Okay, und jetzt, wie geht's weiter? Müssen wir erst duschen gehen, oder? Achso, einfach. Groundbreaker's safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you. What do you think of the new guy, Felix? He seems like a nice boy to me. I'm glad you gave him a shot. Okay. I thought you didn't like strangers generally. Yeah, but I got a good feeling about him, is all. I mean, sure, he's a bit rough around the edges. I bet he just needs somebody to show him a better path. You seriously think I'm the right sort to put him on the right course in life? You might surprise yourself. Okay. I hope this fancy soap we got is extra strength. I'm feeling a mite ripe. So here's your soap. Oh, thanks, Captain. I'm gonna put these someplace safe. In her messages, Junlei said her mama used to make this dish for Monarch. Dustback casserole. Salt tuna and xenogold needle mushrooms. And then for dessert, there's a thing called, sweetheart cake. It's made with almond paste and wax gourds. There's gotta be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizzo's town near there called Cascadia, what specializes in sweets. Alright, we'll figure it out. Thanks, Captain. I know I'm asking an awful lot, but I'm sure it's gonna be worth it. Was? Wir müssen so früh diese dumme Entscheidung... Das heißt, wenn im schlimmsten Fall ist, müssen wir alles nochmal machen. Oh, nö. Okay, wisst ihr was, Kinders? Und hallo E-Rangers. Hilch, Luftschnapp. Die letzten beiden sollten nicht in diesen Chat. Passiert. Aber gut. Jetzt wusste ich ja auch, dass du Kurzwäsche machen wirst. Also, schön was E-Ranger. Schön, dass du da bist.
Freue mich, dass anschaust. Wir spielen gerade noch hier The Outer Worlds. Ich bin sehr begeistert von dem Spiel und auch vor allem allein schon von der Personal Companion Questline für Parvati. Ich bin sehr, sehr begeistert. Aber wovon ich unbegeistert bin, ich weiß nicht, welche Seife. Und ob es überhaupt einen Unterschied macht. Das Ding ist, ich habe geplant so, ja komm, ich entscheide das jetzt irgendeine Seife, die sinnvoll klingt. Und dann schauen wir mal. Genau, und jetzt weiß ich aber nicht, weil wir müssen jetzt noch irgendwie 2 Dinge tun in einer fremden Welt, wo wir noch nicht waren. Das heißt, es ist wirklich noch viel zu tun. Und wenn ich jetzt dann wieder laden müsste von dem Punkt aus, Ewigkeiten. Müsste ich so viel. Also, hier, warte mal. Deswegen will ich nachlesen. So. Okay. Kann man bitte rausfinden, which soap to pick? Ich habe mich gerade mit allem möglichen Scheiß aus Versehen gespoilert. Das ist total scheiße. Is there a difference? Vielleicht sollte ich noch die Outer Worlds dazu schreiben. Genau, weil ich will nicht so wirklich alles nochmal dann machen müssen. Weißt du das, Sun Li, ob es da einen Unterschied gibt? Okay. Warte mal, dann schaue ich mal, ob ich trotzdem noch was finden kann. Dann Point the Sun, weil ich bekomme jetzt einfach nur. Also, es steht halt irgendwie nicht dran, ob es einen Unterschied macht. Das finde ich blöd. Weil das würde ich total gerne wissen, bevor ich jetzt hier weitermache. Weil ich will das nicht nochmal alles spielen müssen, weil mir der Ausgang mit der Seife, je nach Seife nicht gefallen hat. Das ist total dumm. Okay. Okay, hier stand dran. Also anscheinend hat die Person das auch nicht getestet, weil ja, das ist halt schon ein bisschen viel Arbeit, das da noch dahinter steht. Aber anscheinend, die Person hat Apfel genommen und es hat funktioniert. Ich weiß nicht, sollen wir auch einfach Apfel nehmen oder sollen wir jetzt einfach mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt hier. Ah nee, komm, ich habe keinen Bock. Ich will, dass die zusammenkommen hier, verdammte Axt hier. So. Kann ja wohl nicht angehen. So, du gibst mir jetzt halt. Ja, laber kein Tschüss. Mock Apports sind da. Captain? I'll just wrap that up for you, since it's for a special occasion. I'll pay for that, ma'am. You're welcome. Okay. Anytime. So. Groundbreakers. So, genau, what do you think about the new guy? Seems like. Yeah. Genau, das haben wir jetzt alles schon geredet, deswegen. I hope his fancy soap we got is extra.
So, here's your soap. Thanks, Captain. I'm gonna put these someplace safe. In her messages, Junlei said her mama used to make this dish from... And then for dessert, there's gotta be some... Alright, we'll figure it out. Thanks, Captain. I know I'm asking an awful lot, but I'm sure it's gonna be worth it. Ich dachte, wir können das jetzt hier finishen, ey. Ach ja, witzig ist auch, wir hätten die auch einfach hier klauen können. Die lagen nämlich vorhin schon da und ich dachte so, aha. Genau, und ich würde gerne eigentlich den Safe hier knacken. Einfach, weil geht. Oh ja, die schauen halt alle. Nice and easy. Oder? Achso, von der Seite kann ich ihn nicht knacken. Ich kann nur von vorne knacken. Ist natürlich unpraktisch. Weil ihr schaut mir alle zu doof. Ich will wissen, was drin ist. Ich will wissen, was drin ist. Okay. Vermutlich ist da drin der Navkey. Achso, da ist auch das Seal. Da ist ein Flammenwerfer drin. Das interessiert mich aber nicht. Oh, und das Interessante ist, jetzt müssen wir tatsächlich einen anderen Weg finden. Und ich finde es total doof, dass ich das jetzt hier nicht mehr aufmachen kann. Weil wir hatten das mal für eins der Truhen verwendet. Und ich hatte jetzt angenommen, dass ich dann damit alle aufmachen kann. Aber nein, ich kann damit nur eins aufmachen. Das finde ich sehr, sehr doof. Aber ja. Genau, für die Leute, die übrigens jetzt mal gerade jetzt frisch hier reingeschaltet haben. Wir sind gerade kurz nach dem zweiten größeren Kapitel. Wir haben jetzt also hier die Station repariert. Und unsere Favorite Companion Farwati hat hier ein Auge auf Junlei, die Chief und Captain von diesem Schiff hier geworfen. Und sie ist also ein kleines bisschen verknallt und will jetzt rausfinden, ob Julie das auch ist. Und dafür macht sie halt sehr viel. Und zwar hat sie sich jetzt gerade extra fancy Seife besorgt. Und jetzt will sie besonders fancy Essen besorgen. Pick up any more strays while you were out? I suppose if the crew's quarters fill up, we could hang hammocks in the cargo hold. Ja, das wäre doch auch nett. Aber Ada, du bist doch nicht so alleine, selbst wenn ich mal draußen bin. Das ist doch viel netter. Findest du nicht? Genau. Ja, das Ground okay. Viel cool, dass man sie sehen kann. Da steht es auch noch. Genau, und aktuell, jetzt ist der nächste Move eigentlich, glaube ich, Richtung... Also ursprünglich hatte ich geplant Monarch. Aber eventuell, wenn jetzt hier Don't Bite the Sun... Nach Cascadia. Ah, okay, genau. Cascadia und Monarch. Ja gut, dann gehen wir da hin. Weil wir müssen da eh für Gladys dorthin. Und, genau. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? So. Picked up this distress bar. Can you play it back for me? Ah ja, genau. Und sonst, wenn ihr noch nicht wisst, was es sonst hier noch gibt, bei mir spiele ich, wie gesagt, ganz viele Indie-Games, stelle ständig neue Spiele vor. Über die letzten bald 3 Jahre, die ich jetzt hier streame, habe ich 540 Spiele, also über 540 Spiele vorgestellt, oder 450. Ich verwechsel es manchmal. Sagen wir um die 500, damit sind wir auf jeden Fall richtig. Und gar nicht so fern von der Wahrheit entfernt. Genau. Und ich plane noch viel mehr Spiele zu zeigen. Und Events, also genau, nächste Woche, am Mittwoch fahre ich zum Beispiel in Hamburg für 2 Wochen und schaue mir dort die Play, die Passion und die Gamevention an. Es wird sehr, sehr intensiv, aber sehr, sehr cool bestimmt auch. Vor allem die Passion wird sehr interessant, weil es dort dann was halt nicht nur, das ist halt keine Gaming-Messe, sondern das ist eine BDSM und King-Messe. Genau. Genau, nee, wir sind hier sehr offen übrigens bezüglich so Krempel oder so.
Das sollte man wissen, wenn man hier öfter mal da ist. Aber ja. Genau. Ich dachte, ich sag das mal. Nicht, dass man dann sagt, so, eigentlich cooler Dude. Und plötzlich fängt er an, über BDSM zu reden. Und denkt sich so, nein, aber eigentlich will ich das gar nicht für meine Nachmittagsunterhaltung oder für meine Abendsunterhaltung. Das wäre halt schon schade dann, ne? So, got a minute to talk. I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. Providing an adequate power source, I can function indefinitely. What if you don't have a power source? I prefer to think of it as being in a state of slumber, perhaps for an indefinite duration of time. Do you think that is what it's like for the colonists on the Lost Hope? I guess so. When I simulate myself in such a scenario, I do not find it to be desirable. I think my self-preservation protocols incline me to desire the alternative. And what might that be? Traveling the system with you, Captain. Aw, cutie. What about your last captain? Do you miss him? Or is one captain the same as another? Do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge? A jolt to the system. I have felt that. I do feel that. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. Oh. And hello. Limitless? Oder Limitless? Schön, dass du da bist. Genau. Komm, alle mal kämpfen. Wir können ja hier nicht. Kann ja nicht sein, dass hier einmal plötzlich eine Person reinkommt und nur zum Fighten da ist und dann auch die Punkte abbekommt. Hier, komm. Bisschen Widerstand. Wie geht's denn? Schön, dass du heute Abend reingeschaltet hast. So. Have there been other captains of this? We both know I'm not Alex Hawthorne, right? Oh, I know you are not the same Captain Alex Hawthorne who died in Emerald Vale due to excessive internal and external bleeding. I required you to assume Hawthorne's identity in order to sync your commands to my interpretation protocols. I've since registered you as the captain of the Unreliable. You're welcome to continue lying about your identity if you wish, but I know the truth. You're a very strange computer. Well, like you. I am relieved to hear it, Captain. Have there been other ship captains of this ship? If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. Let's talk about something else. How can I be of assistance? Next time. Next time, Limitless. I'd like to hear more about the colony. What part of the colony would you like to discuss? Monarch. Wo fahren wir jetzt gleich hin? Monarch. Cascadia. Warning. All colonists are urged to reconsider travel to Cascadia due to infestation of mantisaurs and risk of indefinite detention or death. Na, ist nicht so schlimm. Any people live in Cascadia aside from Marauders? There are no people aside from marauders in Cascadia. There is only death. Death for them? It's a local report. The local report is that you will very likely die if you leave Cascadia's landing pad. Sounds dangerous. This is one of those times where you say one word but really mean another, isn't it? I suppose you would find an environment like this fun. Yes, I would. Let's talk about something else. How can I be of assistance? I'm in a mood for some entertainment. Certainly, Captain. What would you like to hear? Ada, tell me a joke. My violence inhibitors are a joke. No, really. I only keep them enabled because of how funny they are. Ada, play my favorite song. Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not
That's not my favorite song. Everyone in Halcyon is contractually obligated to label this or another board-certified jingle their favorite song. That's enough for now. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. I picked up this distress call. Can you play it back for me? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain, Okay. we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Okay. Talk to you later. Goodbye. Ja, dann lassen wir noch Monarch aufbrechen, würde ich sagen, ne? Dangerous Cascadia Landing Pad. Es kann nur grandios werden. Message from Dr. Wells. He'd like to congratulate you on finding a route to Monarch. Put him on screen. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Colt Kelly. Going to fight my way overland to Stellar Bay. Tell me what you need. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. So you sound like you've been to Monarch. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? Hotbed of political activity. Sounds like fun. I certainly wouldn't call it boring, especially if your idea of fun involves navigating a hostile biosphere populated by carnivorous monsters. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. I got some questions for you. Come see me in my lab. I'll answer any questions you have. Alright, I'm off. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Captain, an unusual wavelength is coming through Monarch's aether wave frequencies. The eternal is in us all. The OSI would have you believe that your place in society, indeed in the universe, is preordained. A man who works in the mines of Hephaestus, coating his lungs in mercury dust for not but a few bits a night. This fate is set in stone? When he dies young, coughing up black blood, his part in a grand plan? No, I say. Greatness is in everyone. Not just those so fortunate as to have been born into prosperity. That was unexpected and odd. What was that? Analyzing the subtextual ordering. I believe it was a type of sermon, Captain. Very zealous in origin. Nein, ich meine eher so, woher kam das? Ah, gut. Transition to Warning Dangerous. Nice name. Looking forward to it. Okay, wir können noch Nyoka und dann noch eine andere Person mitnehmen. Das heißt, wir haben jetzt aber auch schon die meisten unserer Companions. Bin mal gespannt.
ist das? Sniper Boy, Sniper Boy. Achso, ja, das ist natürlich jetzt blöd, dass wir das jetzt nicht mit weggepackt haben. Here we go. Nice one. Nice one. Ouch. Ja, burn. Aua. Burn, baby, burn, burn. Oh, was? Ah, ich stand zu lange im Gift. Blöd. Okay. Nein, das ist natürlich unpraktisch. Achso, stimmt. Jetzt sind wir ja noch hier drin. Dann können wir ja noch kurz irgendwie Stuff irgendwie ablegen. Waffen. Hier, pack das mal weg. Das auch weg. Das auch weg. Das auch weg. Nein, hauptsächlich was irgendwie. Naja. Oh. Okay. Oh. Statt dem hier könnten wir einfach mal die Heavy Machine Gun nehmen. So, probieren wir das doch noch einmal. So, hier, speichern. Here we go. Nice hit. Down they go. Autsch. Nein, dieses Gift ist echt böse. Man muss echt aufpassen. Okay, wir müssen das nochmal... Leider kann man ja keine Sprengminen so hier hinpacken. This might be down. Das Tragische daran ist tatsächlich, dass es dem anscheinend egal ist. Nein. Oh. Dieses Gift ist so krass. Okay. Die Frage ist jetzt halt, ist es jetzt einfach, weil wir noch underleveled sind? Sind unsere Waffen schlecht oder was ist es? I don't think I like this place one little bit. Hope you're doling out hazard pay.
So. Komm schon. Friss MG-Feuer. Oh yeah. Yeah, baby. You got Moxie, Captain. So. Hm. Ich mag mich nicht unbedingt auf den Boden begeben dafür. Sagt er und sprang runter. Ja, die Gegner zu killen war jetzt halt schon auch wichtig. Okay, also schwere MG ist nice. Oh fucking okay. Das, ja, ne, das, können wir uns irgendwie so aufstellen? Nö, können wir nicht. Okay, wenn wir die da hinten umbringen wollen, dann müssen wir das face to face machen. Und das wird echt bad. This'll be quick. Watch a pro at work. You got it, Captain. Oh Mann, ey. Ja, wenn ihr euch ja schon mal überlegt habt, ob ihr Monster Hunter spielen wollt und euch nicht entscheiden könnt zwischen Monster Hunter und Fallout, spielt doch das hier einfach. Oh, der hat Leute geschluckt. Sehr krass. So, warte mal, wo ist das andere fähig? Das ist hier drauf gegangen. Also dann, ja. Storm.
Auch wir verstorben. Passiert. Speichern wir mal. Aber hier kommen jetzt die krassen Kämpfe, glaube ich. So. Das finde ich jetzt interessant, weil Monarch war, also jetzt Groundbreaker war jetzt super viel halt Reden und Story und so. Und hier ist jetzt halt, jetzt kommen jetzt die ganzen harten Kämpfe und ich finde es irgendwie cool. Versuchen mal unterschiedliche Dings hier mal. Die meisten Kämpfe, die wir auf Groundbreaker hatten, waren halt so, ja, kleine Gefechtchen, wenn man sie überhaupt noch Gefechtchen nennen will. Wo irgendwie 3 Gegner hatten und alle 3 schnell halt ausgeschaltet haben und dann ging es weiter. Und jetzt hier ist tatsächlich mal die ganze Munition, die ich auf Groundbreaker gesammelt habe, die kann ich jetzt mal einsetzen, so gefühlt. Hier gibt die ganze Geschichte mal Sinn. Purple Berry Police Armor. Okay. Oh, okay. Das ist eine bessere Pistole. Wildlife Examination Report. A report written by a Rizzo wildlife specialist regarding Project Terror. It lists concerns that a higher than average volume of terrare corpses may be attracting local wildlife. Combined with the alluring purple berry aroma coming from the Cascadia bottling plant, the engineer worries that rapidons may be encroaching ever closer to the walls. Though the walls are theoretically sound, the engineer warns that they are relatively shallow and that particularly clever rapidons could possibly dig beneath them or find their way into the chemical waste pipes. Ah, okay, da wissen wir jetzt auch schon, wie hier die Stadt kaputt gemacht wurde. Da waren vermutlich die ganzen Raptidons, die gesagt haben, boah, hier riecht's lecker. Lass mal hier reingraben. So. So, was war denn hier? Ein Wissenschaftler. Stuff. Mehr Stuff. Hier irgendwo ein Monster. Gut, dass hier so viel von der schweren Munition auch rumliegt. Das macht das Ganze potenziell einfacher. Und halt echt bad, wie halt überall hier tote Menschen rumliegen. Oh. Hier drin.
sind Dinge. Sneak Attack. Was? Oh, shoot. Da hat mich irgendwas von der Seite weggesneak attackt. Okay, so viel dazu. Ich glaube, wir werden hier noch öfter sterben. Die ganzen Raptidons. Oh. Ah, okay. No more questions asked. Mama? Uff. Okay, ich habe mich mal. Ja. Okay. Oh, no, 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 no. Perfekt. Are you kidding me? Hier gerade irgendwie tatsächlich irgendwie Dinge gespawnt. Nein. Oh. Das ist so hart hier. Super krass hart. Ich hätte nicht erwartet, dass es so übel ist. Okay. Ich glaube, wir müssen die dann doch mal ein bisschen, also von Mrs. Parvati mal ein bisschen besser kleiden, weil gerade aktuell ist sie in ihrer Ausgehuniform. Und ich glaube, die Ausgehuniform, die ist jetzt hierfür nicht gedacht. Schatzi, kannst du dich mal, Dankeschön, in fette Rüstung einkleiden. Ich glaube, über die Waffenwahl müssen wir auch nochmal kurz reden. Rein prinzipiell super nice Ding. Aber ich weiß nicht, gerade hätte ich dann doch lieber mal, dass du mit dem Granatwerfer reinblöbst. Und ja, nee, aber du darfst eigentlich. Das ist okay. Du darfst. Mach das mal. Das klingt eigentlich relativ sinnvoll. Okay, wir speichern das jetzt mal. Aus der Prepared State quasi. Und dann. What the was? Es war ein One-Hit-Kill, oder? Bin ich gerade wirklich von einem fucking Treffer gestorben? Bad.
Richtig bad, ey. Achso, ja. Autsch, Autsch, nein, 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 nein. So, erstmal wegrennen und dann... Okay. Haben wir hier mal... Komm, hier Heilung rein. Ah! Lass mich in Ruhe. Oh. Herpetophobia. After too many encounters with mantipillars and mantisaurs, you're not quite yourself when any of the mantis family of creatures are attacking your party. Ich glaube, es ist okay. Das Ding ist, das ist ja eh nur im Fight. Ah, dafür kann ich den Perk Point akzeptieren. Ich glaube, wir machen das hier. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Na, ihr beiden, lebt ihr wieder. Das war ein krasser Kampf. Puh. So, die anderen heilen jetzt auch noch. Das heißt, wir sollten mal jetzt noch kurz hier chillen, bevor wir jetzt weitermachen. Weil, ja. Wann wir das? I guess this is what Edgewater is gonna look like in a couple years. You take us to the nicest places, Captain. Yeah, well, I'm trying to impress my girls. So I don't know, it's kind of what I'm... Not really what I'm being paid to, but... I do like to show my girls a good time.
So, ich glaube, so langsam... So langsam sind wir auch an dem Punkt angekommen. Genügend Leben wieder für die beiden haben. So, also kommen wir eh nicht rein, ne? Dann lass doch mal hier die Pforten aufmachen. Okay. Take him down. Everyone all right? Ja, würde sagen, alles gut. Was sagten die? Wir haben hier eine Rüstung gerade gefunden, tatsächlich. Retrofitted Heavy Power. Ich würde sagen. Oh yeah. Definitely. Und ich wollte gerade sagen, wir haben gerade einen besseren Helm gefunden, aber die haben wir gar nicht. Cool. Witzig. Könnten hier auch Helme kaufen. Das ist nicht so wirklich, was wir brauchen, ne? Okay. Gab es jetzt gar nichts mehr? Cool, wir haben auch eine Workbench gefunden. So. Ich sah nämlich ein bisschen... So sieht es dann aus, wenn man dann in Factorio verkackt, die Monster ordentlich mit Türmen abzuschirmen. So sieht es dann hier aus. So, und ich muss jetzt unseren Hack-Skill irgendwie auf 90 hochdrücken, damit wir da reinkommen. Wo auch immer das da war. Das heißt, wir brauchen 4 Level-Ups. Uff.
Wo wir vor allem nichts anderes tun, als nur das skillen. Bart. Kann man da irgendwie vielleicht rein? Irgendwie müssen wir da reinkommen. Für gewöhnlich ist das dann... Was leuchtet hier noch? Constable. Muss bestimmt einen Weg da reingeben. Na ja. Probieren wir es erstmal hier. Irgendwie sind die hier stärker als die, die ich auf Dings hatte, auf Groundbreaker. Anscheinend haben die sich gegenseitig umgebracht. So. Eigentlich, so wie das hier alles aussieht, und hier ist ein Handabdruck, so wie das hier aussieht, fehlt mir eigentlich nur noch eine Nuka-Cola und ich bin glücklich, ey. Okay, das ist eine neue Rüstung. Die hier. Die sieht ja cute aus. Sie ist pink und blau. Das ist quasi die Riot Gear für Hello Kitty. Rizzo's candy has been scientifically proven, based on average lifespan of colonies, to not give cavities. 5 out of 5 Rizzo companies doctors agree, ja super. This terminal is the sole proprietor of Blackwood Z. Access by any person other than Blackwood Z is unauthorized. Consult your Rizzo employee handbook for the fines corresponding to the unauthorized access of personal use terminals. Access. Error, centralized storage offline. The latest 4 entries are available below. Dann fangen wir mal April an. Something stinks about these evac prep procedures. I know the taros were expensive, but shipping them out of here isn't going to be easy. Even the hunters are recommending we let them loose outside the gates. I don't get why we're taking them with us anyway. Someone up the chain must really believe in the project. I'm copying my meeting notes for posterity. Still can't shake this feeling that they're hiding something. Sumner called the meeting to discuss preparations for our imminent departure. Pauline, platitudes, assurance that nobody's being fired. Planes that jobs await us all on Terra too. More platitudes. Top management is very pleased with Project Terra and wants to ensure its assets are preserved. McClure, so the project isn't being scuttled? No, it just moved off to Terra 1. How will we transport the Taros? Hunters will assist us in safely moving them onto the shuttle. It was hard enough getting them into the cages in the first place. What about the Raptidons? We've seen more and more around town. Assurance that the Raptidons are not interested in the Taros. But the hunters are saying no more about the Taros. Floor is now open to general questions. How many shuttles are coming? We don't know, at least one.
What isn't enough for all of us, plus the damn terrors? Let's worry about that when the evac arrives. Looks well out of time. Thanks for coming, everyone, and keep it. The great work. Ja, das hört sich nach einem guten Meeting an. We are fucked. Shuttle landed on the pad. We started moving terror cages. Some of them broke. Birds everywhere. Talons everywhere. Even the clipped ones. Turns out they can run. Who knew? Then the rats got in. I don't know how, but must be a hole in the wall somewhere. Maybe you can dig. Fuck. They were all over the terrors at first, and then us. Sumner and other upper management were already on the shuttle. Rats got near the pad. Someone panicked. They left us. Voids take their black hearts. They left us. Got a few homes stabilized, but it isn't going to last. Rats everywhere. They caught scent of what's in the bottling plant, and now they're nesting. We need to move. Going to have to book it south across the bridge. Cordon of half town. I've been trying to hail corporate, but none of my messages is getting through. I don't think help's coming. Cecil insists corporate wouldn't abandon us, but I saw that shuttle. There wasn't enough room for us and the birds. Someone up there made a decision, and it wasn't for our well-being. Rotten bastards. I'll make it out of this mess. I'm coming for them. Ja, verständlich. Ist richtig bad, Mann. Einfach zum Verrotten dagelassen. Einfach zum Gefressen werden. Das ist halt schon eine Scheißaktion gewesen. Und irgendwie muss man doch da reinkommen. Ich hätte ja jetzt vermutet übers Dach oder so. Aber da sehe ich ja auch gerade nichts. Ne? Vielleicht finden wir irgendwo ein Loch, das die Viecher gegraben haben und können uns dann reingraben. Oder reintunneln. Nein, jetzt 2 von diesen scheiß Mantiqueens. Are you fucking kidding me? Eine. Weißt, eine war schon schlimm. Jetzt sind da 2 davon. Wollt ihr mich verarschen, ey? Wollt ihr mich verarschen? Oh shit, ja, das ist genau der Weg, den ich nicht gehen wollte. Das ist natürlich jetzt unpraktisch. Ich habe nämlich eine Phobia vor denen und ich krieg 25% mehr Plasmaschaden. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann produzieren die Plasmaschaden. Ist jetzt nicht so praktisch. Warte mal, wir gehen mal kurz hin. Ich will mal kurz die Weakness von denen rausfinden mit dem Q hier. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Nein, ich sterbe selber.
Ja. Wie mache ich das mit den beiden? Ich sterbe hier die ganze Zeit. Und ich habe auch keine besseren Waffen hier so wirklich zur Verfügung. Ich meine... So. Das Problem ist, die beiden sind jetzt schon down. Das ist nicht so gut. Ja, wunderbar. Wird gerade ein bisschen frustrierend, muss ich zugeben. Ich weiß nicht. Also es gibt ja auch nicht so wirklich einen Weg umherum. Das ist jetzt ein echt krasser Anstieg in Schwierigkeitsgrad. Eventuell können wir tatsächlich gar nicht hier das Ding machen. Ne? Die beiden. Parati, es tut mir echt leid. Ich wollte ja dir den Kuchen für deinen Schatzi besorgen, aber siehst du diese Riesenviecher? Die sind ein bisschen unentspannt. Vor allem, weil es halt echt 2 sind. Eine war ja schon schlimm. Und jetzt sind wir da 2 von. Ich meine, kann nicht so wirklich was tun. Könnte probieren, hier diese Viecher zu schlucken. Hm. Also weiß nicht, bei der einen komme ich so gerade so auf Half-Life runter. Pavadi ist dann halt schon leider schon tot in dem Fall. Vielleicht will ich auch mal eine andere Waffe geben nochmal. Die Waffe ist ja jetzt nicht die beste gerade für die Situation. Probieren wir mal damit vielleicht. So. Cool, jetzt sind beide tot. Das fand ich perfekt.
Und The Gaming Galaxy, vielen Dank für dein Raid und herzlich willkommen. Und herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen. Wie geht's euch? Ich hoffe doch sehr gut. Nein, 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 nein. Please don't tell me, dass die sich gerade regeneraten. Nein. Genau, wir spielen gerade weiter The Outer Worlds. Das Problem ist, wir sind gerade irgendwie ein bisschen stuck an diesem Problem hier. Und zwar, wir haben ganz dezent ein Problem. Oh, shit, ja. Ja, aus welchen Gründen auch immer brennen wir. Ich finde das nicht so gut. So, genau. Wie war dann aber heute dein Stream so? Ich hoffe doch gut. Und anscheinend muss ich aufpassen, dass ich nicht direkt davon getroffen werde und dass ich grob in dem Bereich bleibe. Selbst muss da schon weiter. Ja, passiert. Aber vielen Dank auf jeden Fall für dein Raid. Das heißt, du hast vermutlich auch gerade die Outer Worlds gespielt, nehme ich mal an. Ja, ich bin halt hier gerade auf dem Monarch. Oh, das ist nice. Das ist immer nice. Genau, ich bin jetzt hier gerade auf dem Monarch und genau, Groundbreaker habe ich jetzt nämlich durch. Ja. Ein Adventure, okay. Und diese scheiß Mantiqueens, die sind halt super, super fies. Und müsstet eigentlich auch außerdem warten, bis Ellie und Pavati ihr Leben wieder zurecht bekommen haben. Das ist natürlich etwas unpraktisch. Außerdem haben wir echt nicht mehr so viele von den Spritzen. Wir verbrauchen da gerade hart viele von. Das ist nicht so geil. Okay, wir essen anscheinend gerade Raptidon Meat. Gut zu wissen. Kann das sich vielleicht dadurch ersetzen? Okay. Ich glaube, wir nehmen einfach das hier noch dazu. Oh ja, dann vielen Dank nochmal und schönen Abend dir noch. Schlaf gut, träum was Schönes, was auch immer du jetzt noch machst. So. So, erstmal nachladen. Ich das irgendwie schaffen. So, und jetzt machen wir hier einen Fokus hierauf. Nein, ich bin aus welchen Gründen zu Ende gebrannt. Danke. Ich glaube, ich mache aber auch nicht mehr lang, weil ich muss zustimmen, diese Stelle ist gerade super hart frustrierend und ich weiß nicht, wie ich es besser machen soll. Eine von diesen scheiß Viechern, also echt eins von den scheiß Viechern war schon übel und ja,
Was heißt, vielleicht muss ich es irgendwie so rauskiten. Und dann müssen wir einfach hier eins davon ausschalten lassen. Und dann müssen wir halt hier hart Disengage machen. So, rennen vorbei einfach. Na. Sollten vielleicht da nicht drunter rennen. Okay, hat so grob funktioniert. Ah, da ist Ellie, da ist Pavati. Und da ist ein Mantis Soldier. Ah! Ja. Ist gar nicht so geil hier. Ja, ja. Ah. Nee, wisst ihr was? Das ist mir gerade, das wird mir jetzt gerade zu blöd. Wir werden gerade, also mal und mal aufgerieben. Rein prinzipiell weiß ich, okay, wir müssten vermutlich die da so rauslocken aus dieser Enge und dann müssten wir dann zurückgehen, also durchrennen, an denen vorbeisprinten und dann irgendwie weiter versuchen zu rennen, ohne die an uns ranzulassen, dann irgendwie hinten Dinge finden. Aber nein, wir machen für heute Schluss. Wir sind eh schon 1,5 Stunden über dem normalen, über meiner normalen Streamzeit drüber. Für die Leute, die jetzt gerade frisch reingeschaltet haben, mein Name ist Kirun. Ich spiele hier für gewöhnlich ganz viele Indie-Games. Das heißt, ich stelle ständig neue Spiele vor. Am Montag ist es wieder soweit, dann mache ich das nämlich weiter. Und auch direkt am Mittwoch werden wir unseren regulären Streamplan unterbrechen, weil da fahre ich nämlich nach Hamburg für 2 Wochen und gehe dort auf 3 Messen. Also einmal am ersten Wochenende auf die Play und auf die Passion. Und am Wochenende darauf gehen wir auf die Gamevention. Von der Gamevention werden wir vielleicht auch streamen. Das müssen wir noch rausfinden. Aber ja, genau. Ich hoffe, es hat gefallen. Sun Li hat es gefallen. Das freut mich auf jeden Fall schon mal. Ich bin gespannt, wie wir hier weitermachen. Eventuell werden wir auch, also beim nächsten Mal werde ich eventuell dann sagen, scheiß auf den Planeten und wir machen was anderes. Oder wir rennen an dieser Stelle mal durch. Ich weiß nämlich nicht, ob es irgendwann mal einfacher wird. Oder ob halt die Gegner mitleveln, ne? Das weiß ich nicht. Also ob dann vielleicht einfach die Planeten jeweils ein bestimmtes Level haben und wir halt auf bestimmte Planeten vielleicht nicht direkt gehen sollten, ne? Weiß man nicht. Steht nicht umsonst Warning dran. Na gut, das finden wir beim nächsten Mal raus. Bis dahin, ciao und gute Nacht. Genau, Montag erstmal Smite. Sorry, Montag erstmal Smite. Und dann schauen wir am Freitag, ob wir hier Outer Worlds weiterspielen. Bis dann. Ciao.